Squad. Yeah. Just Hello and welcome. We are live We are live finally. from the Level Up Gaming Festival. Gaming Festival. In Thank Salzburg. You. In wonderful Salzburg. Perfect. Thank you. And we're live from the Alpine Cup Invitational, the Crown of Europe. The Crown of Europe Invitational. We have 14 players here from all over Europe, mainly Central Europe. But we have very From good the players. continent, yes. We have the first 10th edition major in the Central Europe region. Maybe in the world, I don't know. No, I'm sure there's somewhere else. Maybe we have another major this weekend. We have a but very big tournament. We have a major this weekend, and the major starts tomorrow. But today we have a little invitational tournament. Correct. Just some of the state champions, nation champions, Just of all yeah. over Europe, who will test out some nice fluffy 10th edition starting lists. Just some fluffy stuff. Yeah, but the first game will not be including Craft World, but we have I think 5 Craft World out of the 14 players. 14 players, 6 or 6? Six No, or five, 6? five, only 5. Only five. Only 5. There will be on the stream eventually. Might be. Did I hear a apocalypse match between all participants? Yes, that's one of my goals, but not at the moment. Yeah. By the way, we have two players on the stream who speak German, and they will be speaking German first. We will also be switching back and forth between English and German a bit. So if you have any questions in the chat, ask them in German, we will respond in German. Ask them in English, and we will respond in English. Yes. We want to make this inclusive as possible. And See? Ja, jetzt sollten wir auch mal auf Deutsch. Ja. Leute, wir sind live vom Crown of Europe Invitational. Schön, dass ihr da seid und durch die englische Anmoderation durchgestanden habt. Wir werden hier in Salzburg beim Level Up Gaming Festival euch 3 Tage lang mit Streaming 10. Edition Competitive 40k begießen. Versorgen. Streamen auf jeden Fall. Streaming. Ihr merkt, es wird multilingual. Aber das erste Spiel, das wird auf Deutsch gespielt von den Spielern. Wir werden immer hin und her switchen zwischen Deutsch und Englisch. Wenn ihr eine Frage habt im Chat auf Deutsch, dann antworten wir auf Deutsch. Und wenn ihr eine auf Englisch stellt, antworten wir auf Englisch. Jawohl. What are we going to do today? We're going to stream 3 games today. Our 40 participants will find the top 2 today. Tomorrow, the major will start, and we will have 3 rounds of a regular tournament. And after the 3 rounds of the regular tournament, the 2 top players from today will play the final. So we will have 3 games today, and we will stream 4 or 3 games tomorrow, if we are ready for game 1. So we will skip game 1 of the main event, which is always like the random pairing, anyways. Yes. We will capture some. We will rest a bit, and we will capture some impressions from the gaming festival here, because I think that's also great to see some of the stuff. And then we will live at 1 in the afternoon, and starting with round 2 of the main event, and round 3, and then we will have the finals, as you already said. So we have 3 games each day, the following days. Just tomorrow we will start a bit later, but we will go a bit long. We will go so long. Yeah, just a little bit. Just a little bit. So Just a little bit. So if you said like, streaming these all day. morning streams, in the afternoon I always so busy with some other random stuff. Yeah. Tomorrow, No excuse. No excuse. We have prime time live, tournament 40k live. Saturday evening, Saturday 40k evening. guys. Yes. It's gonna be amazing. It's gonna be. We will see. Like It's gonna be something. Yes. the 2 players. The match we have now. Oh, let's take a look at the participants first. Yeah. So the match we will have is Niklas Nacker from Netherlands playing, who usually plays for Team Netherlands, against Peter Steiner from Austria. They will be playing Thousand Suns against GSC. Super interesting matchup. Peter Steiner, Austrian champion Yes. of 2022, and of course Niklas Lackner, a T5S2 champion, our 40k online world champion. Yes. Trevi, you will recognize it. And then wait, we will have. Here we go. Yeah. So these are our players in total that we have. We have 3 players from Germany. We have 1 Danish player, 1 from Switzerland, 2 Dutch players, 3 from Austria, 1 from Romania, Hungary. Sadly, one of America got sick and couldn't come. Where's he from again? He's from Slovak. Yeah, Slovak. Then we have a Czech player, Jakub, and then we have Slovenian player Dejan.
and they are going to be playing today. And we have. Should we go through the player each one individually? Yes, why not? Definitely. So we have Florian Schmidt, player for Team Germany, really good player. We have Mario Höttke, who is the coach for Team Austria. Actually, yes. we got complaints yesterday. He should have had an Austrian flag, but no, he's a German and he plays mainly in the German region. Arne Sand, who was Belgian mercenary last year and is this year playing for the German team. He's also the runner-up in the German Invitational Championship. So he's basically the runner-up champion of the last season. Of the Invitational? Yeah. Gilly Paske, who's the ace of the Danish VTC team, William Furiman, who's the number one in the Swiss, Justin Jansen, who was runner-up in the Netherlands Championship and is also the winner of the Super Major in Amsterdam 2 years ago. 2 years ago, Yeah. yes. Niklas Lackler, T5S2 champion, Peter Steiner, Austrian champion, Andreas Georg-Schläger, Austrian captain, Fabian Paulista, former Austrian captain, years of experience. Veteran of 8 WTCs, Paul Salagi, number one Romania, Mate Cezanne, winner of the Hungary Invitational. Marek, you're sadly not here with us, maybe you're watching, get well soon to you. Jakub Janza, who's, I believe, the top player of the Czech Republic, number one. I believe he's captain this year for the Czech Republic. And Dejan, who is also, I believe, captain for Slovenia. Yes, he would be the captaining the team Slovenia. But sadly, there's not enough players this year for Slovenia to bring a team to the WTC Championship. There was also a German question in the chat. Kajo fragt, nach welchen Kriterien wurden die Topspieler denn eingeladen? Ja, wir haben die eingeladen nach Rankings, die wir zur Verfügung hatten. Wenn es solche gab. Genau, wenn es Meisterschaften gab, zum Beispiel, wie es in Deutschland ja auch dass die German Invitationals gab, dann haben wir da jeweils den Sieger eingeladen. Zum Beispiel die erste Person, die wir für Deutschland eingeladen haben, ist Kajo gewesen, der gerade diese Frage gestellt hat, der leider keine Zeit hatte. Dann haben wir den im Ranking nach den ersten gefragt und so weiter. Richtig. Und manche konnten leider nicht genau zu diesem Und dann haben wir uns im Zweifelsfall tatsächlich auf die lokale Expertise verlassen und mit dem örtlichen, also nicht mit dem örtlichen, sondern mit dem jeweiligen WTC-Captain des Landes gesprochen, darüber, wen er empfehlen würde. Genau, immer mit dem Fokus quasi, wer kann denn dein Land, deine Szene gut repräsentieren? Genau, richtig. Die haben wir bekommen. Ja. Dankeschön. Ich hoffe, du guckst ein bisschen rein. Wir werden ein paar schöne Spiele haben. Und wollen wir zu unserem ersten Spiel schon gehen? Yeah, we should go to the bracket. Wir schauen uns jetzt das Bracket an. Ja, gerne. Leute. Ja, stimmt. Wir haben ein hübsches Bracket. So, we will be playing. So, all of the participants will be playing 3 rounds. So don't get confused by that from the bracket we have here. So they will all be competing against each other, and we will have a final standing based on the scores of each of these games. But the winner will only be determined by the bracket system, and we have put the players against each other, but we put the seeds, you can see them there, we took the WC history ranking, which is basically the more than a decade-long ranking from all the nations and how successful they have been, of course, as teams in the WCC or ETC back then championships. And so basically that's why we have the Germans, because they are from the history ranking quite high, actually the second highest ranking nation. They have top seeds, and for example Slovenia, a very small country, couldn't even bring a team this year, has a very low ranking that we have. That's why we have Dejan. They are like in the lowest seed, on seed 14. And then what you do in the seeded bracket is always you put the lowest against the highest first, and see that the ones who are on the top, they're basically are supposed to meet each other last. That's why we have Mario, who is basically he's from Germany, and there I took the Team Germany ranking. He's the second highest ranking player we have here in the Invitational floor. Is a little bit at a few ranks above him. So they are basically on the opposites of the bracket. And when they will play, they will always only be playing in the finals. And so we go on. And then this is how we get to these nice brackets. I think we have a very good mix. Funny enough, we saw that in the first slide. If I go back a bit, all the Germans are bringing Eldari.
Yes. representing their country with their good sportsmanship and diversity of army choices. Well, I don't think we talked about it before. Maybe. I mean, it's so funny, like, because we see like how the allocation, Yes. the distribution of the faction is so funny. It's getting more and more diverse the more we go lower in the WC history ranking. Maybe I think there's more bravery and in the other players, but it's a good thing for us because no Elder mirrors in the beginning and Elder maybe only playing later. I don't know. I actually hope we will try. We will try to eliminate some. We will try to eliminate some proper players. We hope that some proper players get eliminated so that we don't get too many mirrors. But in the beginning, we will show you matches where we don't have Craft World. Yeah. Because there's a high chance that round 3 final where will be Craft World. Exactly. And to be honest, we already made some predictions on the stream, on our previous stream on Monday. Mm-hmm. And I think, for example, Justin Janssen, we see them in the lower bracket here, playing against seat number 6, playing Jeans Cult against the Austrian Andreas Gretchenschläger and his Demons. I think he has a good chance going through the Demons, and then actually I feel like the GSC could have some chance of going against the Craft Worlds. Especially be interesting. Especially if you see the Craft Worlds, they have so much anti-tank. Of course, they also have like a good volume of fire from the fire prisms, which all of them are bringing. They're all bringing. Oh no, actually the Keeley is not bringing fire prisms, but the Germans, they're all bringing lots of fire prisms. Of course, they also have some dispersed shots, so they can bring a good volume. But you don't need just a little bit of volume. You need lots of volume to go through GSC Cult. So maybe we can get some upset, maybe at least on the faction side, because Justin obviously is a very good player, and I think has what it takes to, for example, maybe take down Mario in the round 2 here of the Invitational. Yes. If of course Mario already goes through the Chaos Knights, because honestly, Chaos Knights, if they go first, they have 13 Knights on the table. The Craftworld, they need to do lots of damage. Yeah, I think that's enough for the brackets. Let's go to our first game, I would say. Yeah, we should go there, yeah. And we can see the players here, and we should put them on the player sound. Let's talk a bit. Let's talk a little bit about the players and the lists, maybe. Oh, definitely, yes. If you want to, guys, if you want to see the list, they should be. I will post a link in the chat. And I will just go through Nicholas' list first. He's playing Frozen Suns with a really, and the list is named "You Are a Wizard, Harry." Okay, we have Ahriman, Exalted Sorcerer, one with the Lord of Forbidden Lore, one with Umbrella Crystal, so one can teleport. The other can do, I think, the Ritual. A second time, Exalted Sorcerer on disc, Infernal Master, of course, Magnus Verret, one Sangor Shaman, interesting. Rubik Marines, I see some Warp Flamers, and 3 Boat Guns, 1 Soul Reaper, okay, yep. Same here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah. 6 Rubric Marines, max of Rubric Marines you can get. We have 2 Rhinos, 2 Sangor Enlightened. Okay, solid list. All these leaders we talked about, the 3 Exalted Sorcerers, Infernal Master, etc. They all just go into the Rubric units, and the Rubric units become ablative wounds for all the sorcerers and give them wound rerolls, because the shooting of these sorcerers is crazy good. Yeah, they don't have smite anymore, but they now have random really good shooting. Yeah. Interesting. And not a lot of flamers, to be honest. Because I was looking for flamers, because his opponent is playing Genestealer Cult. Yes, yeah. Should I go through the Genestealer Cult? No, yeah, please. I have them here if you want to, or you can...
So, with the GER code list from Justin Jansen, we have a bunch of characters. Biophagus, who has some nice relic that allows him to, he and his unit is an infiltrating unit, which is really nice because Justin is also bringing a big brick of aberrants, super tough. Good output with the aberrants, 4+ in Phenol Pain. They can, If he goes first, he can immediately put them into the Thousand Suns if he wants to. And he also has some extra security because he's running, of course, not only one, but 2 primers. They have the redeploy ability. They give rewards to the unit they're leading. And so if he just goes first, he can already do some alpha striking. And of course, as we know, or we should know, guys, Gene Stealer code for all the infantry and non-character units, they can just refound them actually on a 1+ with battle line units and a 4+ with any other unit. So even if you start, and we can go for the top here a little bit. Sorry about the quality. We will improve that over the game, over the matches. We have had some cable issues here, but we still see something. Like if the aberrants go first and they just run into the Thousand Suns army, of course they will trade. Of course they will die. But it's okay. On a 4+, you just get the unit back. Oh. So that's super strong here. And what else do we have there? Of course, we have another Primus, and both of them, they are going in with Acolyte units. Acolytes actually do decent damage. They have demo charges. Also, they can come in 3 inches from deep strike. And as I said, they refound for free because they are battle line. Actually, 3 units of the Acolytes. Then 1, 2, 3 units of Neophytes. So there's 60 guys with guns who can also get recycled. They're probably going to be the ones with the Primus, so they can reroll hits completely. There's 2 Nexuses. I'm actually curious why he chose to take 2 Nexuses. Do you know, Maite? No idea. The Nexus is nice because... Oh, I know why. The Nexus has the ability to do a shred jump for free. And when he can to... Yes, okay. Yeah, he can do 2 he can basically Overwatch 2 times and then Overwatch a 3rd time. Because sounds nice. Wait. Because Overwatch is fun. Overwatch, good. So there's then... Oh, we cannot forget, there's a Jackal Alphas. That's the guy on the jet bike, on a bike. Very important, has the enhancement for giving the unit the ability to do another extra normal move when the opponent moves into 9 inches to them. Something we have, of course, on a lot of units across the 10th edition indices. But it's extra nice on Jackal, on the Jackals. The biker unit we already see here, just like basically deployed on the line. And these bikes, they have a special ability. Whenever they move close to you, 6 inches, they can also throw a grenade, which will be 11 dice, and on a 4+ you get a mortal wound. Then the Jackal, the Alphus tells them, oh, by the way, why don't you guys move again through his normal ability? I think it's just when he shoots or something, right? I think he shoots and then he can move again. Nice. And then maybe you want to move into 6 inches to your opponent when you move again. So that means you will again throw 11 grenades on a 4+. And then when anyone moves in 9 inches, which is, I mean, you just went into 6 inches. So if they move out or if they come closer, whatever. If they in 9 inches, yes. They will be in 9 inches. So they will move a D6 move. By the way, it's only a D6 move. So there is some potential to have a bad luck and not fail it. But if you get really close, I mean, they can. And you end the move after this? Yeah. Yes. Oh, and can you throw? You can throw a grenade again. So it's basically 33 dice on a 4+. You get a mortal wound, which is a nice 16.5 mortal wounds for this actually quite cheap units. It's 100 and something, like 200 something, 235. Nice. And can be recycled, but very important, all the recycling from the Gene Stealers, only the unit, not the leaders. So he cannot do that. Okay. So, at least something. So the whole tag only works once, and it only works once because I did the same mistake. I assumed the bikers they actually
they are tanky. They're not. Okay. They don't have Phenopain. They don't have Ah, minus we're one. not They don't there. have minus Oh, one. we're- They don't have anything anymore. Oh, we're very tanky before. I Everything like that we think we know from the 9th edition about these bikers, from their durability standpoint, basically completely gone. Perfect. And they, they just have 2 wounds and like 4 wounds on the trike, and a 5 up invulnerable, 5 up normal safe, armor safe. Amos. Oh no. So you Nothing just more. like some flamer unit could kill them. Perfect. Yeah. So yeah. So shooting of 1,000 suns is quite good. Yeah, he should be easily be able to take them up. As I said, there's 1 unit. There's 1 unit of the aberrants. There's a gorilla truck. Where did you deploy the aberrants? Did you deploy them already? I will check that on the table. And I just noticed we are, guys. Our camera is on top, so it's still something of figuring out. I will fix that for us. Transform. Second up to 6. Thank you for that. Oh, okay. 1 second. Okay. Okay. Some technical fixes here at this point. Perfect. Now we have the right allocation. So in the bottom left we have the Gene Stealer Colts, and in the top right we have the 1,000 Suns. And they're taking some photos right now. And did we say enough about the army list? Are there any I questions? think we said enough about the army list. Gene Stealer Code, a lot of models, 1,000 Suns, a lot of shootings. Not a lot of flamers, but would be quite good in this matchup, to be honest. But we will see. Oh, I think, by the way, the aberrants are the red ones just in the middle there. And they want to roll else? off? Who's black? Who's using the black dice? Guys, who's using the black die? Okay. So, Okay, Gene Stealer Gold is starting. ooh, Gene Gold, that's huge. I think that's very very good for him. He can really shove, as I said, he can shove his units into this opponent and can recycle them. Nice. And that's just And we are now giving you to the player sound. Let's see what we have to say. Finden ja immer. Ich glaube, Anfang für dich ist ganz cool. Ja. Jetzt siehst du zumindest mal die Biker, was die so machen können. Ja, schön. And of course, we will try if there's something important happens. Both of them can speak German, so they will speak German, and we will not enforce English here at the table. But we will translate if something important happens, of course, into English. And for our listeners in the north of Germany, we will also have to translate. Oh, it's amazing. Just Peter. Oh, I can go first. So I can show you what the bikers do. How nice of him. He can show what the bikers do. Yeah. Yeah. Okay, we will put the players on it. Sollen wir in Englisch spielen, oder? Technical. Okay. Gut. Dann Dann- schreiben wir immer mit, nehme ich an, oder? Ja, ich hätte gescorte Karten können wir eh weglegen und Dann schreibe ich mal für dich. Dankeschön. Aber auch den Druckbleistift hat er damit. Okay. Peter. Steiner. Secondary Mission Behind Enemy Lines und Secure No Man's Land. Willst du denn etwas abwerfen? Das kann jetzt am Ende da. Nee, für ein CP könntest du. Es ist once per game, am Ende vom Turn. Ja, wir haben natürlich 3 Sprachen, müssen wir ja sagen. Wir machen jetzt Englisch, Deutsch und Österreichisch. Genau. Irgendwie. Wir werden jetzt einfach Limits testen. Die schießen 12 Zoll, gell? Ja, Die Flamer. vergiss nicht, ich kann mich öfter als einmal bewegen. Mit dem Rhino auch. Nee, mit dem Rhino nicht. Ja, mit den Zangos, wenn ihr noch von 9 Zoll Da kommt. sitzt ein, genau. Ja, und mit der ganzen Armee in meiner Shooting Phase. In deiner Shooting, ja. Außer dem Rhino halt.
Martin, sadly we don't have Necrons in the Invitational. Yes, we do. But in the main event we will try to get some Necron on the streaming. Yeah, I also want to add that I was quite surprised about the army distribution we have in Invitational. No Imperial Knights at all. Yes. No Necrons, but I'm sure there's lots of them in the main event. We have 100 players there, and remember we have 5 more games from the main event. After this, we will be streaming for you, so there will be more games. There will be Necrons. There will be Necrons. End of command phase. End of command phase. Ach, wir probieren jetzt einfach, sonst stehst du da ewig rum. Redeploy. Ja. Hoppa. Hoppla hopp. Sonst stehst du mir auf dem Objective eh zu lange rum. 1. Noch die Zahnras. Ja. We just saw the redeploy of the Aberrants here from the main rune completely all the way over here. Now he can go very aggressive in turn 1, and this is going to be strong. Was passiert, oder? Nein, sorry. Pregame. Nehmen wir Pregame so. Kannst du mir die 48 zu dem Ryan anhalten? Ja, klar. Das heißt hier, das heißt, der eine fährt dann hier ein bisschen hinüber, dass er Sicht und die 48 von da, er macht dann Bewegungsphase auch noch und dann ist er glücklich. Ja, ja, alles klar. Und die beiden wollen halt hier hin. Ja. Vielleicht jetzt 9 und sonst in der Bewegungsphase würde ich sie dann nachher hierhin bewegen, dass die so eine Sicht hätten. Gut. Bekommen wir es zusammen. Das hier, kannst du mir den kurz anhalten? Schaffe ich es, dass einer am Objective stehen bleibt und ich den sehe? Ja, sieht gut aus, oder? Ja, ja. Dankeschön. Dann geht er einfach hier dann zurück. Okay. Ja. Okay. Das Saboteur, die Saboteurin bleibt hier. Lone Operative. Lone Up. Just information, we are playing with the WTC FAQ, and the WTC FAQ allows all redeploys after all redeploys are now after the roll for the first turn, not only the Space Marines. Exactly. Wo war da die Linie? Hierhin? Ja. Dann stelle ich da die 4 Seismic Cannons und die Grenade Launcher hier hinten hinaus. Du musst über der Linie stehen, ne? Bitte? Du musst über der Linie stehen, right? Weil das hier ist ja... Genau, das ja, ist ich stelle zu. einfach die Base hin. Okay, ja, das klingt gut. Ja, passt. Über die Linie. Ja, ja. Die Seismic Cannons mit 24 knapp raus. Und die Grenade Launcher gehen eh ein bisschen weiter. Ja. Das sind 24er. Muss ja jetzt immer das Modell sehen. Geht er bis hierhin, bis hierhin. One Sun Grenade zurück. visible inside the room. Und den alter Gene-Stealer Cold Manier. Objective kommen wir, glaube ich, nicht. Ein bisschen falsch gespielt. Ja. Kurz vorm Objective.
Hier so ein bisschen zumachen. Okay. Dann die Biker würden gern 12 Moven Ja, gehen. Einer hätte gern Sicht zum Rhino. okay, klingt gut. Die Aberrants haben Toughness 5 oder 6. Toughness 6 und wenn du mit Stärke höher als Toughness raufschießt, -1 to Wound. Okay. Ja, dann. Ich habe kurz überlegt, ob ich dort Overwatche, aber ich glaube, das spare ich mir. Die Aberrants? Ja, die habe ich noch nicht bewegt. So, ja, aber du hast. Ah ja, stimmt ja. Ja, hast du recht. Dann würde ich, wenn du die fertig bewegt hast, jetzt die Zangor bewegen. Ja, weil ich innerhalb von 9 bin. War am Ende meiner Bewegungsphase, Ende. ja, nachdem ich die Bewegung beendet habe, wähle ich die Zangors als Ziel. Ja. 11 Würfel. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Und auf die 4 plus gibt's And the den Mortal. bikes on the Zangos. 2, 4, 6, 8, 10 Mortals bitte. Da, Breaking Heads, weiß. Okay, ja, einer You hat can zwei buy Leben, these der dice. Schamane hat Das war schon frech. 4. Das heißt, die sind ganz genau tot mit 10. Ja, schon ein Wurf. And the mortals already worked. Na gut. Tut mir leid. Das kann passieren und du choosst ja die Order, wie das passiert, weil du Active Player bist wahrscheinlich. Ja, aus dem Grund bin ich jetzt gerade. Did you know where there's a Patreon of Breaking Heads you can buy these wonderful dice? Wait, careful. Sorry? These were the black dice. Oh, And these are only for coaching clients. only for coaching clients. Ah, sorry. Da muss man auch mal können, da 10 Würfel. 10 Würfel, 11 Würfel, 9 Sechsen waren das jetzt. Wo kann man die kaufen, die Breaking Heads? Schwarz ist nämlich nur für einen Patreon-Service zu kaufen. Ah, okay. Ja, gut. Patreon-Service sehr zu empfehlen. Von Breaking Heads übrigens schwarz. Das heißt, ihr möchtet außerhalb von 12 Zoll zum Stehen kommen. Wegen den Flamern. Ja, das klingt gut. Ich meine, da kann halt einer flamen, ja. Dann stelle ich mir auf 2 Units und go for it. Ich muss halt 3 Zoll entfernt sein, weil ich war ja auf 9 Zoll von dir mit 6 Zoll Bewegung. Ja. Dann wäre es halt der 2 Zoll Charge ins Rhino. 2 Zoll Charge ins Rhino. Also, 3 Zoll, bei 3 und ein bisschen. Oder aktuell genau auf 3. Alles klar. Aberrants going Lass in ihn jetzt aggressive. einfach nochmal hier stehen. Mal schauen, was sich das ergibt. Okay. Dann würde ich die Zango noch bewegen. Ja, Für D6. Einer. bin so frei. Ja, danke. And I believe Nicholas tried to block some movement with his Zangos, but only rolled 1 with his D6 movement. Now we have a side cam, guys. Sowas. Machen die mit den Marines genug Platz zum Aussteigen? Ja, ich glaube, ich gehe einfach straight zurück. Das ist eine gute Idee. Du stehst jetzt einfach einem Zoll hinter deinem Rhino, oder? Genau. Weil genau. Alles gut? The Zangos move if you enter move inside of 9 inches. Oh, nice. And they move D6. They're basically in ranger. Yeah. So he wanted to get them out of the grenade range, but grenades go up first and killed one, and the second unit only rolled a 1. So our big guys will come Da in. müssen wir nichts machen. Wir haben so gut wie alles bewegt. And Nicholas is already looking a little bit nervous. Der Sniper schießt in das Rhino für Trefferwürfe von 1 wiederholen dann Ja, für die ja, Ridge ja. Runner. Trifft. Stärke 5. Nichts. Aber dann Trefferwürfe von 1 und der Rest da, wenn ich, keine Ahnung, ein Flamer oder so und einer mit seinen Small Arms. Einmal Small Arms treffen. Eine Wunde, nichts. Flamer. Sollen wir in die Ein Box Schuss. würfeln, oder? Achso, ja, schön. Okay, nichts passiert. Passt. Ja, ich habe gerüstet. Da war was. Ja. Gut. Ja, dann schießen die Mining Laser da hinten rein. Erster geht's. einzelne. Bitte? Los geht's. Erster einzelne für W3 Schuss. 2 Schuss. Auf die 3 Einsen wiederholen. Stärke 12 auf die 3. Eine Wunde bitte. W6 plus 1 für 4 Schaden. Hat noch 6 Leben. Der nächste Einzelne macht das gleiche. Für 3 Schuss. Auf die 3 Einsen wiederholen. Machen wir ein bisschen langsamer. Auf die 3. Eine Wunde. Okay, ja, ich mach erst den zweiten Verwunder. Ja, passt, ich mach den zweiten Verwunder. Nichts.
Ja. Schaden 7. Ist es kaputt, dann Explosion. Nein. Steigen die Jungs aus. And the money lasers killed the first Innerhalb rhino. von 3 vom Rhino. Holy Within, noch immer. Ja, ja. Ausgezeichnet. Hast du noch, du hast noch ein And I bisschen. believe Niklas now wants to sacrifice his units inside, so that the aberrants can only attack these sacrifice units. Das heißt, dann muss ich das Rhino wieder hinstellen. Weil das will ich avoiden. Den Beschuss. Dass ich auf die schießen kann. Ja. Okay. Weil welche Ridge Runner haben jetzt geschossen? Die 2 hinteren einzelnen und die 2er-Unit, wo einer auf dem Objective steht, hat noch nicht geschossen. Schauen wir mal, ob ich den da rausbekomme. Den einen. The terrain bases are not obscuring. There's like a little line he could draw between them. Oder? Sorry, the terrain bases are obscuring, but there was a line he could draw exactly between them. Yeah. Ich sag mal, die sehen da hinten hin. Ja, ich glaube, das kann ich nicht avoiden. Passt. Passt. Bitte? Das er? Bitte? Die Bases sind obscuring. Okay, dann müssen die ins Gelände rein, dass ich schießen darf. Ja, das haben wir halt dann komplett falsch gespielt. Okay, wir dachten, dass man hier, dass es ausgeht hier. Also, so war es besprochen, deswegen sind die darüber. Welcome to 10th edition. So both players decided, talked about the runes, how they will play them before, and they decided that this part of the runes would not be line of sight blocking. Welcome to 10th edition. Welcome to 10th edition. We don't know why they decided on that, but they decided. We figure out with the players, with you guys together. Yeah, wonderful. Oh, ja. 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 Nee, alles gut. Alles gut. Zeit auf dich. Jetzt ist ja die Frage, schießen die jetzt noch oder nicht? Von mir aus kannst du noch schießen. 2 mit 3. Auf die 3, keine Einsen wiederholen. Auf die 2, 4-mal bitte. 4-mal. 5er Retter. Sterben 4. W6 plus 1, perfekt. Ja. Und dann, ja. Dann haben wir grundsätzlich nur Charges, gell? Weil die haben sich nicht bewegt, sonst dürfen die nicht chargen. Ja. Ich bin einfach das Rhino chargen Ja, let's go. und dann außerhalb von 6 Zoll zu den hinteren Marines bleiben. Okay. Mit 5. Passt auf jeden Fall, ja. Du stehst da 1 Zoll weg, gell? Ja. 5 muss ich die basen. Das heißt, dann kommen ja nicht wirklich viele hin. 2 nach vorne, 3 hier hin. Maybe not the standard, but I would guess that the layouts might be quite similar. Yeah, if you guys want to play the layouts, link should be in the description too. I think it's pretty good first draft for the 10th edition we have here at the Alpine GT and the Invitational. We have here the WTC terrain pieces and also the bases. So basically, what you see on the table is what you will be seeing in the WTC. But of course the layout might be different. There's currently like drafts being tested by all the teams and so on. So there are definitely going to be a lot of changes. But I think what we will see definitely as the standard basis on based on the runes. Yes. So we all learned something today, at least on the
player. Some of us learned something today that these bases are there to be obscuring and to hide stuff. And yeah, depends. And you would think it's towering hate, but in my experience, even with layouts, don't do so much versus towering. But it's not. But to always Perry. But to answer the last question from Rasputin, no, this is no Frankenstein. This is completely produced for 10th edition. Yeah, definitely, yeah. And what I want to say, so if we go over the terrain here, we have big Ls, which are 8 inches high, so you can hide even a towering unit or even from towering units. In the back, we see Magnus here hiding. This was done on purpose. There was a draft from this, and we worked together with the organizers and said, let's put more, not more terrain on the table, but make it more efficient. For example, I think this rune was like something like this, like an open. And we had games where you quickly just move up and then you just shoot everything. And now you basically have staging grounds in this position, even from towering units. Also, important note, also these small ones, even though they used to have windows, and they still have right now as physical models, we play them without windows in the ground floor. Yes, we play them with windows closed because open windows are just an invitation for towering models to abuse. Exactly. No, not to abuse, but yeah. And also we all know that the close combat currently is quite weak. In 10th edition, and we don't have any fear that it might be too strong if we give them too much hiding places. So I think it's great to have lots of hiding stuff, and then the games will be more tactical, take a bit longer, no one gets shot off the board too quickly. Because no, the lethality of the game didn't go down. No, didn't? No, not at all. No? Have you seen how the sun was bright? And we will see. Yeah, I have seen. And we will see. Now it's already a charge rate, and we will go to. Yeah, let's go back to the game. Auf die vorderen. Okay. Auf die hinteren sind nur 9 Attacken. Okay. Nur. Passt. Und auf die 2 wegen Anti-Infanterie 2+. Das bitte minus 2, 3. Ja, ganz schön Sechsen wieder dabei, ne? Ja, gell, ist ein bisschen frech. Weil Okay. Ich wollte da jetzt 3 Flat. 3 Flat, das heißt tot. Passt. Und das sind die Zangos. Da hat einer 4 Leben. Achso, jetzt darf ich die Waffen nicht mischen. 1, 2. Haben die Zangos auch Infanterie-Keyword? Die Zangos haben, glaube ich, ein Kavallerie-Keyword. Ich würfe mal auf die 3 zum Treffen. Alles. Macht keinen Unterschied, oder? Achso, doch. In der Stärke 8, Toughness. Toughness 4, also Dann ist 2. sowieso auf die 2. Ja. Das und dann wird ein Schwanz noch hinterherkommen vom Chef. 6 Retter. Nee. 3 schauen wir. Und dann einfach mit der And this Consolidation. Niklas is already out of Zangos. Wenn du wirklich in Close Combat kommst. Das ist korrekt. Close Combat oder wenn ich auf den Marker komme, gell? Das stimmt, ja. Perfekt. Ja. Da machen die nichts. Die sind gebased. Wenn die näher zu dir kommen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwo eine sinnvolle Bewegung zusammenbekommen. Es hauen einfach nur die 2 Quads in deinen Rhino zu. Auf die 4. Ja. Stärke 4 auf die 3 oder was? Auf die 5. Toughness 10, glaube ich. Nee, oder Toughness 9 sogar. Egal. Gut, nix. Nö. Dann wird man noch dann Scoring machen. Du bekommst kein Behind Enemy Lines, right? Genau, aber Secure in No Man's Land. Kriegst du durch die Mitte, glaube ich, oder? Na 2, ich halte 2 Marker in No Man's Land. Ja. Für 5 Punkte. Dann schreiben wir das auf. Dann 5. ist das Achieved. Ich lege die Achieveden darüber. Wollen wir das behalten, Behind Enemy Lines? Ja, wenn nächste Runde ein bisschen Reserven kommen. Ich würde es behalten. Alles klar? Und die Zeit sonst zu dir geben? Ja, dann let's go. Willst du auch nochmal durchmischen? Ja. Wenn GW falsch mischt. Gut, Command-Fest-Zeug. Magnus macht auf jeden Fall seine Sustained, oder die ganze Armee macht Sustained Hits für Psychigan. Ja. Ich ziehe Investigate Signals und Bring It Down.
So, wir haben beide 2 CP jetzt. Ne? Okay. Bring it down, das wäre halt ein Ridge Runner töten, oder? Bitte? The destroyed model had a wound characteristic of 10 plus. Genau. Ridge Runner töten, Die Ridge Runner haben 8 Leben. 8 Leben. Zwei Marker im No Man's Land, Secure No Man's Land. Möchtest du 1 für 1 CP tauschen? Ich überlege gerade, ja. Battleshock haben wir ja nichts, das ist alles tot. Und sonst Investigate Signals, was machen wir da Schönes? You can select one or more units from your army that are not battle-shocked and are eligible to shoot until end of your turn. Ne, das werden wir gleich mal discarden. Am Ende der Command Phase dann. Ja, für 1 CP. Ja, perfekt. Und dann ziehe ich was Neues. Capture Enemy Outpost, sehr schön. Das ist deine. Mein Home Objective halten für 8 Punkte, oder? Ja, das klingt auch sehr machbar. Ich mische das. Mischen wir dann? Ja, wenn man discardet, dann mischen wir wieder, oder? Gut möglich. Discard ist die Karte aber wirklich draußen aus dem Deck, glaube ich. Dann mischen wir die wohl nicht mehr rein. Das war. Investigate Signals, gell? Deswegen ist es ja once per game. Ja. Die kommen nicht zurück, oder schon? Die Bikes. Auf die 4 Plus. Auf die 4 Plus. Die Aberrants kommen auch auf die 4 Plus zurück. Ein Testspiel. Spannend. Der Andi unterhält schon bis hierhin. Okay. Magnus macht sein -1 Damage an. Innerhalb von 6 Zoll. Ja, ich zähle mal die Kabalpunkte jetzt. Ja. Nix. 1 für die Rubrics, 2, 3 Exalted Sorcerer, 4 Rubrics, 5, 6 Exalted Sorcerer, 7 Rubrics, 8, 9, 10 Ahriman, 11 Rubrics, 15 Magnus. Das heißt, ich habe 15 Kabalpunkte, die lege ich hier dazu. Oh je. Jetzt schauen wir, was wir Schönes machen können. Man muss aber sagen, du hast das Rhino wissentlich dahingestellt, weil wir gesagt haben, beim Deployment die darf durchschießen. Ich meine, Ja. Es ist halt, ich habe die Disadvantage mehr oder weniger genommen, weil ich das wichtig fand, nach hinten zu fahren. ja. Aber ist halt so, ja. Das, Nicht, dass dann heißt, aber schon wieder Gotcha, oder? naja, verloren habe ich natürlich nur deswegen. Da ist nichts verloren. Ne, wir spielen es jetzt einfach so. Es geht ja eh um. Some friendly trash talk between our opponents. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich wo committen möchte. Gut. Man muss sagen, der Jay hat da die Line of Sight gecheckt, dass er sie gebückt hat. Also. Ja, wenn dich das nachts schlafen lässt, dann. Ah. Okay. Oh, we're getting Schlaf, spicy. -1 Damage, ja. Ja, Und Sustained Hits. auf den Psychic-Geschichten. Genau. Alles klar. Crystal machen wir keinen. Obwohl das gar nicht so unattraktiv wäre hier hinten. Marcus, with exactly one rule in place, apart from the WGC FAQ, and this rule is that Rev Knights and only Rev Knights are not doing any mortal wounds with devastating wounds. So this is the one nerf that was in place, that is in place. Apart from that, only the index and the ground rules that GW gave us.
55 Punkte. in Ja, the ja. wrist. Was nehme ich dir dadurch weg? Das hier, dann muss ich dir das flippen, dann machst du nur noch 5 Punkte. Und hier, glaube ich, schiebe ich dir Magnus. Stat checken, Stat checken. Ich glaube, ich schiebe dir Magnus in die Mitte. Kommt er da hin? Schauen wir mal. Also Also mit dieser neuen Fly-Geschichte. Also 8 hier raus Ja. oder 7 hier raus, dann steht er da. 7, dann steht er hier. Hier Und was bisher hin wird er kommen, Magnus. Wenn du. sind 7, gell? Perfekt. Und dann haben wir hier einen 6 Zoll Chart. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das ist wichtig. Dann bewege ich ihn gleich mal als erstes. Okay, Niklas is under pressure. Niklas reacts. He puts Magnus in the center. He wants to take the bikes. Wants to kill the aberrants with the rest of his army. And I believe that's exactly the thing he needs to do. If he doesn't, the whole table is in Peter's hands. And we talked about it. Even if he kills units here, even this big unit of aberrants, but just killed the rubrics and killed the Zangors, they just can come back on the 4+. So he needs to be aggressive now, kill them first, score his points before we come back. Because in a grind, the Force Sons will lose. Yes, exactly. I think it's a really cool feature about the about the Gene Stealer that they can be played so aggressive and they just keep popping up. Yeah, really, it's like a nice touch. Also strong. Also strong. Those natural muscles. Yeah, but it's just Trevi, but it's just the way that Niklas looks. There's something in the chat. These natural muscles are so impressive. Was just Niklas. I don't know what Trevi is talking about. Exactly. That's how every TTS player looks like. This is your normal TTS player. Yes. Dann werde ich aber noch mehr hier hinten brauchen für die Abrams. Und hier werden wir auch ein bisschen was machen. Das heißt, die Jungs steigen aus. Und die stellen sich irgendwie hier so hin. Ja. Und wir spielen ja nach wie vor mit dem. Was? Bitte? Dass du auf mich da schießt, ja, klar. Und das Rhino würde ich einfach hier raus bewegen. Ein bisschen für Screen. Das heißt, das dreht ein bisschen und dann bewegt sich hier 6 und dann hier irgendwo 6. Das heißt, das stelle ich irgendwo hier hin. Hier. Und dann möchte ich, Warte, dann, wenn du dich bewegst innerhalb von 9 Zoll, dann bewege ich mich W6 mit dem Bikern. darfst du da in den Nahkampf? Nicht in den Nahkampf, nein. Oh. Ich würde mir auf W6 Zoll bewegen. Die dürfen sich ja bewegen, ja, schön. Für 4 Zoll. Oh weh. Das heißt, dann And the bikers Leute, go bitte 4 nicht. inches away. Bitte in den Würfeldings. And the Ja, ja. bikers move 4 Nee, inches. das ist, darf ich die noch so stellen, dass sich da hinten ein bisschen. Du wolltest auf die schießen. Du hast Nee, ja gerade hingestellt, dass du auf mich schießt. nee, ich wollte hier rein. Ja, aber du, achso, ich habe so verstanden, dass du das Nee, siehst. ich habe gemeint, wir spielen nach wie vor so, dass hier Sichtlinie ist. Ja? Das heißt, ich wollte eigentlich minimieren, ich habe es nicht gesagt. Also, ich habe so verstanden, die können alle da auf die schießen. Ja. Aber so- möchtest du da hinschießen? Nein, ich möchte noch nicht hin. Ach so, dann steh weg. Ich habe die nur so hingestellt, Alles dass gut. das Rhino durchpasst. Dann steh weg. Das habe ich vielleicht nicht klar genug kommuniziert. Das heißt, ich kann mich eh nur so hinstellen und das Rhino bleibt hier. Du darfst dich bewegen. Hier. 4 Zoll waren das, gell? 4 Zoll. 4 Zoll. So, das heißt, ich bewege mich hier hin, weil das ein bisschen dumm gewordert ist und das Out-of-Sequencing. I believe that's the clear data GW wants, right? Yeah, it's very That's fast. Very that's fast. completely 10th edition rules in effect. Line of sight through the rune bases. Both the players decided they will continue to play this way. Let's see what our judge says. Die würden halt straight zurück auf den Marker oder so gehen.
dass wir da einfach den besprochenen 10er Charge dann haben. Okay. Ja, du musst es halt jetzt wegen Kohärenz ein bisschen anders bewegen, aber Ich stelle mich näher ran, aber du warst vorher 6 und ich laufe 4 okay. zurück. ja, sieht gut aus. Und 11 Würfel in die, weil ein Modell hat Sicht. Ja. Wenn wir das jetzt wieder so high rollen, na hoffentlich nicht. 2, 4, 6. Und wieder Zeit and time again for the Mortals, this time on the Die können Rubiks. das halt 3-mal machen. So, auf die 4. Sind 2, 4, 6 Mortals in den Rubiks, bitte. Gut, dann sterben die 3 Bolter. Alles klar. And this is a good card on this Rubik squads, like especially the 3 guys with boulders, where just applicants. They don't. The shooting is okay, but they don't do a lot, and the damage comes from the sorcerer. That is part of the unit, and maybe the flamer and the soul reaper can. Bewegen, aber dann hätte ich nicht chargen dürfen, also kannst du es 3-mal machen direkt. Ja. Umgehen kannst du, weil es ist ein Normal Move und ich darf nicht zurückfallen mit dem Move. Wenn du sagst, du bleibst bei mir im Nahkampf, dann darf ich mich nicht bewegen. Okay. Yeah. Dann ist das schon mal ein amazing Start. Da würde ich dann sonst den CP spenden, dass du. Martin, this is the moment where the Eldari players say, well, our fate dies so bad. Befehl. Die haben keine Mortal Wound Protection, gell? Nee, Meine? die da. Die Ah, Jungs. deine? Das weiß ich nicht. Nee, die Jungs. Meine? Nein. Tassen ist 4, 5er Rüster, Ja. dead. Dann stellen wir den hier raus. I mean, the unit of bikes already did 16 mortal wounds without any shooting or any melee or anything, and Niklas just put out Magnus. He wanted to play it aggressive. He wanted to do the charge in the center, and now the charge is gone. Or it will be maybe it's still possible. I believe we talked about it's a 10-inch charge, but situation quite different. How expensive is this unit of bikes? You told me. 200. Die stehen auch Oh my so. god. Innerhalb von 6 zu Magnus. Ist okay. Ja, minus 1 Schaden, gell? Bitte? Minus 1 Schaden, noch immer. Minus 1 Schaden haben die? Nein, wegen Magnus. Nee. Psychic Buff. Psychic Weapon Buff kriegen die von Magnus. Sonst nix. Dann Ariman kommt noch hier raus. Ach so, ist der alleine oder leadet? Nee. Achso, mit seiner Unit. Mit seiner Entschuldigung. Unit. Alles gut. Jetzt stelle ich mich hier mit den ganzen Flamern auf 12 zu den. And Niklas bringing everything in position, so he just wants to kill the bike unit in his shooting phase now, because the charge would fail, or is really likely to fail. He has to keep enough shooting to also kill the aberrants, because the aberrants he doesn't want in his own flanks here. Aberrants on home marker is nothing he would like. Aberrants on home marker? Ah, yeah, no. I just thought the Gene Stealer, they don't mind if they have aberrants on their home marker. Yeah, Und da die ganzen Flamer. Okay. Die ganzen Flamer sind da. The bikers should be dead after this. Passt. Dann Maybe. glaube ich, haben wir Movement more or less done. Ja. Das sind jetzt alle Flamer innerhalb von 12 Zoll. Ja, wahrscheinlich sogar closer. Das heißt, ich schiebe die. With the aberrants, I'm not so sure. With the Phenopain, with the Still 5 are this is safe. sorry, no, this is Thousand Suns. Like kill this is nothing. Okay, they're dead, guys. This is not. They're dead. Just imagine they're not there anymore. Na klar. Dann machen wir mal ein paar Rituale. Ritual. Double Move. Achso, du hast die Würfel an. Ich glaube. Ich würde die sogar ein bisschen anders bewegen, wenn es sich nicht stört. Alles gut? Die standen hier
direkt dahinter. Ich würde And die we go vollen back to 6 movement. Zoll bewegen, sodass die da hinten auf den Marker kommen, wenn sie wollen. Malte, you're lucky the neophytes are not on the table yet because now they would overwatch. It's gonna be so funny if you're like, do you mind if I move this unit to the other way? No. I don't mind. I still have a free overwatch with a full reroll to hit unit here standing just in front of you. Okay, no. Thank you for reminding me that I move to the other side, if that's okay. Yes, it's okay because I also have a full reroll to hit unit for the USP Overwatch there. Because Peter has 2 units of 20 Neophytes with each have a Primus and each have a Nexus in that. It's a nice combination. It's a really nice combination. But first, the sound sounds get Yes. Dann würde ich mit den Ritualen hier beginnen. Die Jungs, die Rubrics da, Ja. werde ich doppelt bewegen für 5 Kabalpunkte. Temporal Surge Runter zu on the 10. rubrics moving to the south. Das heißt, It's called the Psychic Phase. drauf, It's not a psychic phase. We don't Also no, 3-2 no longer have any psychic phases because they would take time. schön. Now we have the capitalistic rituals phase. Bei 6 Modellen Ja, gibt es noch nicht. gibt's Ab, ja ab, nicht. bei 6 Modellen ist die kleine Kohärenz, Ah, ja. Sehr schön. weil wegen diesem Leader-Anschluss und so. Ja, passt. Ich meine, ist das sinnig. Ja, Travi, I dann have machen wir no das idea. so. Und dann fliegen. I don't know, maybe I made this up. I will check Wie with der the chat. Magnus Platz machen. Theoretisch für die Abrams. Passt. Dann stehen die zumindest da hinten. Da machen wir mit Ariman ein Gratis-Ritual. Das geht auf die Jungs. Ja? Das sind die 3 plus 3 bei einer 2 bis 5 und sonst. Bitte? Ja, wie viele Punkte kostet es denn? Ariman macht es gratis. Ah, das war die Anzeige. Ariman macht gratis. Wie viel Mortals? Also 3 plus D3 Ja? für 5 Mortals auf die Biker. Achso. Ich hole einen kleinen Würfel. Doom Gehen wir Bolt einfach hier. Biker. 5 Mortals. Ja, 4 und 1. Okay. Dann machen wir. Wie viel Leben haben die? 4, 2, 2. Es sind 4, die 2. Quads wieder mit 4 und die Dann macht es Die der Biker mit 2. Lord of the Forbidden Lore nochmal auf die Jungs. Ja, das kostet dann. 7. Ist es so, dass du Kabale doppelt machen darfst? Der Lord of the Forbidden Lore darf das. Okay, aber dann musst du das als zweiter machen. Genau. Perfekt. And he uses his Exalted Sorcerer Forbidden Lore to cast Doom Bolt again, also again on the bikes. Mortals. 3 plus D3 Ja, für 4. für 4. So, wir werden da definitiv genug Beschuss haben, gell? Ja, schauen wir mal. Okay. So. Dann. Der ist gerade so draußen. Fangen wir mal. Also ich gebe da den 1 CP aus. Ne? Ja, passt. Hier wird nicht drauf das ist schon geschossen, 0, gell? das ist die 0. Für Schuss. Wir schießen. Der ist noch in Range. Exalted Sorcerer. Hier. Der Kollege. Hier mit seinem Warp Smite. 9 Flamer. Hier. Perfekt. And the shooting on the Aberrant starts. 5, 6, 7, 8, 9. Fangen wir mal mit dem Exalted Sorcerer in die Jungs in der Mitte an. Das sind D6 für 4 und auf die 2. Du bist dann immer -1 zu Hit, gell? Ne, das gibt's meistens nicht mehr. Ich habe jetzt bei den ganzen Psi-Sachen Exploding Sixes to Hit. Das darf ich nicht vergessen. Alles klar. Exalted Sorcerer hat Stärke 6, also auf die 3. Es kann sogar sein, dass die innerhalb von Magnus Range sind. Nein, sind sie nicht. Passt. 3. Das heißt, einmal AP
2 Damage. Auf die 6. Gut. Easy. Also, das sollte halt Cover kämen können, weil du mich glaube ich nicht ganz siehst. Ein Blast. Du hast noch 2, 4, 6, 8, 9. Das heißt, da kriege ich noch ein extra, right? 2 tot. Ja, genau. Perfekt. 2 Schuss extra, ja. Wundet noch. Sind dann D3 Schaden. Ja, der eine tot. Dann machen wir das Warp Smite in die Aberrants. Das ist ein extra. Und das sind 2 Mortals. Stufe rein. Keine Mortal. Passt. Und dann machen wir die Flamer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für 12, 14, 16, 21, 26, 31 plus 2 sind 33. Nehme ich einfach 13 von den schwarzen und alle weiße. Ja, wie viel hast du? 2, 4, 6, 4 7 noch. und 3. Und das sollten alle weißen jetzt vom Tisch runter sein. Ja. Ja, hier sind noch welche. Stärke Stärke 4, Toughness 6, also auf die 5. Jo. Einsen wiederholen. 6 Starts sind AP shooting. extra. Quick moment. Do you see these dice here on the dice cam? That's quite a few dice. Gibt ihr die 2 raus? Auf die 5, oder? Auf die 5, genau. Ja, würfel einfach rein. Ich halte das. Danke. Und dann die 6 sind was Besonderes. 6 Love sind it. AP2. Für 2 geht durch. Genau. Das heißt, auf die 5 haben wir gesagt. Hier Das heißt, nicht. die 6 werden Feel No Pains. Okay. Und die dafür vorher auf die 6. Raus. Okay. Auf 4er Feel No Pain. Ja. Sind 4 Schaden, stirbt ein Aberrant und einer bekommt einen Schaden. Wir haben 3 Leben jeder, gell? Ein Leben, ja. Ja. Okay, Fred, maybe. Okay. Maybe, Wir maybe. werden aber ein bisschen von Magnus weggehen, gell? Gibt es sonst die Zeit zu mir, bitte? Ja, ja. Also, Klar. ist Plus irgendwie. Symbol. Plus, Ja, ich habe ja beim Feel No Save Pain. Zeit. Alles gut, alles gut. Das heißt, Magnus könnte mit Fly zurückchargen. Ich nehme den einen auf jeden Fall weg. Oh, Dann haben wir da no. zumindest No. einen 8er Charge. Und wir Oh, geben die oh, eine oh, oh, Runde oh. aber auch auf den einen. Das heißt, der ist bei I think 2. that's I'm getting nervous. I think the solution is, as already suggested by the chat, Magnus just deletes the unit of bikes in his shooting, and then the rest should be able to kill the. If everything goes right, all the rubrics in the back. With the, with Well, all there the was a lot of characters. shooting already in the Aberrants. We will see. Okay. Mal die Jungs. Die 5 Stück. Alles, was sie haben, da rein. Schön. Der Die Zauberer. schießen alles daran? Ja, genau. Zauberer. Weil die sehen ja jetzt niemanden mehr. Die sehen sie nicht. Und Wie war das? Genau. Sehen die könnten hinten auf die Aberrant schießen, oder? Einer? 2? ja, klingt gut. Soul Reaper kennen, 24 Zoll. Der andere ist wahrscheinlich nicht drin mit seiner 18, nein. Das Das heißt, ist nichts. Soul Reaper, Jo. Stärke? 6. Einmal? Das eine Mortal. 4er Feel No Pain. Ist gut. Alles klar. Exalted Sorcerer, Forbidden Lore. Dann die Jungs, alles sind die Biker. Soul Reaper. Hat irgendeinen Bonus, wenn sie stationär bleiben würde? Äh, Also, sie hat sich bewegt, aber nur. Na, dann schau nach auf meine Zeit, bitte. Nicht das. Martin, with Breaking Heads, we are planning to make a tier list here video, where we're going to make a tier list of all the tier list videos. Sie hat kein Heavy. Danke. Stelle 6, eine Mortal und 2 Wunden. AP? AP ist -1, also eine -2, eine -1. Minus 2 auf die 6 mit Cover. Auf die 5. Gut, und die Mortal geht durch. 3 Schaden. Ja. Das Einzige. Den weg. Okay. Dann machen wir Orange. Actually,
Okay, du hast jetzt hier weggenommen. Genau, Oder ja. eine Wunde draufgelegt. Ja. Also die Idee ist, wenn dann noch eine Wunde reingeht, dann kann Magnus halt ist er außerhalb von 12. Also wenn ich es richtig. Ich meine, es ist jetzt Ja, schon eine passt. 10 und dann. Ah ja. Und zurück kann er immer chargen, ja. Sehr attraktiv, ja. Ja. Let me has a little bit to think here. If he kills one more model, Magnus will be outside of range of even shooting to the bikes. Zauberer trifft zweimal. Auf die 2 nicht. Ja, wegen Magnus. Eine Mortal und Stärke 4 plus 1 zu Wund wegen Magnus. Eine Mortal und eine normale Wunde. Minus 1, ja. Hält so. Dann tötet der mit der Mortal. Ja. Und dann die 4, 5, 6 Bolter. Jo. Zweimal. Und du stehst am Objective. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Das heißt, da darf ich Wund rerollen. Dreimal und einmal minus 2. Okay, die 2 habe ich schon verhaut. Ja. Und dann einmal minus 2. Ja, Ja, sollte glaube ich durchgehen. das muss ich Ah, auf nein, jeden krieg Fall. aber. 6. Nö. 3 Schaden. Ja. Hast du nicht die ganze Zeit in Cover eigentlich genommen? Bitte? Hast du nicht die ganze Zeit in Cover? Wie kannst du denn auf den allokieren? Also sehr geil. Ne, jetzt ist ja, wenn du auf eine Unit schießt. Ah ja. hat der- Ja, wie auch Marco immer. wäre mir Ist ja tatsächlich ein noch bisschen überhaupt nicht different, aufgefallen I an guess. dieser Stelle. Und dann Wir schießen sind die 10. zwei- Edition, wir haben noch so ein paar Unklarheiten, aber die besprechen aus meiner Sicht alles gut und klar. Ja. Die Flamer Unit, die große. Ja, genau. Das heißt 8 Flamer nach hinten. 9 Ach so, Flamer nach 9, hinten okay. und die 2 Zauberer in die Mitte. Ariman, ja, das explodiert. Und nein, nichts, aber Reverse wegen Rubrik. Okay, einmal AP1. Achso, weil ich auf dem Objective stehe. Genau, genau. Kriegen wir das auch. Ja, nice. Äh, Der zweite Zauberer? zweite Zauberer. Trifft. Es könnte sich ausgehen zu Magnus. Was intended? Nee. Okay. Ist ein sehr knapper Call, aber ich sag mal nein. Passt. Da ist nichts. Flame Action. Flame Action 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 11, 12. Das sind 10, ein weißer. Also, du hast den auch. 14, 15, 20, 25, 29, 34. Das ist Wunder einfach und dann würfeln wir 14 hinterher. Ja, passt. Auf die 5. Plus 1 zu Wund. Auf die Also 4 4. und 1 King wiederholen. Deadpool. Genau, danke. Und ja, und dann noch 2, 4. 4, 6, 8, 10, 14 hinterher. Ja, kannst schon mal raus. Und 16 AP2. Ah, geht durch, ja? Ja. So. Ja, that's that. Straight to Feel No Pain. Ja. 5. Und jetzt auf die 4. Ja. Ist der eine angeschlagene tot und stirbt noch ein zweiter Aberrant und einer bekommt einen Schaden. Alles klar. Das heißt, der angeschlagene tot, stirbt ein anderer und einer bekommt einen Schaden. Okay. Ja, was schießt noch? Kommen wir nicht raus. Wir geben das hier hin. Da sind wir eh außerhalb von 6 Zoll, aber da könnten wir heroisch, gell? Ja. Aber nur, wenn du Nur wenn charged. 6 muss ich würfeln. Nur wenn charged. Nur wenn irgendwas Achso, wenn du wird. gecharged hast, ja. Ah, ja. So, dann machen wir mal ein bisschen was Interessanteres, glaube ich. Orange kann noch. Dann machen wir Orange. Zauberer in die Mitte. Die haben keine Abzüge für Warp-Time oder so, gell? Genau. Die Zauberer alle in die Mitte. Die Aberrants. Also der Zauberer wird den Spruch auf die Aberrants machen. Und die ganzen, alles was geht, in die Bikes in die Mitte. Ja. Und irgendwas, alles für die Bikes oder der Zauberer in die Aberrants? Oh nee, alles.
Alles, was halt nicht geht, in die Aberrants. Sieht sich aus. Das heißt, ein Bolter-Typ muss in die Aberrants. Alles gut. Hopp. Fifth. 2 Wunden. In den Bikern in der Mitte. Ja. Minus Schaden. Nee, das ist in die Aberrants. Einer Stand. mit AP1, einer mit AP2. AP1 auf die 6, zweimal auf die 4. Ein Schaden. Schaden? Mehr? Multidamage oder? Das war nur ein Schaden. Ein Schaden. Genau. Pheno Pain is so strong. There's so many units now in the game that have Pheno Pain 5 plus attackers. 4 plus Pheno Pain, yeah, good. Quite good. It's half damage. Yeah, it's just half damage. Yeah. And even better because it's half damage also against damage one weapon. Yeah, Sweet. I love it. Die Bikes sind aktuell Dreimal definitiv in Coherence. AP1 in die Mitte. In die Mitte. Wie oft? Dreimal AP1. Dreimal. Einer. Also ein Bike tot. Gerne. Einen. Nein, nee, da ist nichts mehr. Was haben die für einen Da, Battleshock? 3 sind durch. Schlecht. Was ist schlecht? 7. Weil mit OC0 kannst du ja das nicht halten, gell? Das ist korrekt, ja. Aber es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass du da drunter würfelst. Nee. Der muss ja drüber würfeln. And now Lackner has the problem. He wants to shoot with Magnus, of course, into the aberrants. He may even need the shooting of Magnus into the aberrants, but he also didn't want to give the center marker to Peter Steiner, of course. So You know, I actually like not finishing the unit in the middle. okay. Because if you don't finish it this turn, means it's also not going to come back. Wait, what's the ruling again? It's you place the ambush place it, marker yes, and when you come at the back end of your next turn. Yes. So if he kills them now, they will come back in turn 2 of the Thousand Suns player. Yes. So in turn 3 they will act. But if he just leaves 2 guys, he will have to he takes 1 mortar from the 2 guys, maybe maximum 2. Search and destroy. It's 5 primary points, right? Yeah, but I think it's actually better if it just stays there. Okay. Because then he will have in turn 3 and 4 he will have the biker in his front again. Okay. Mal die Zahl. Bitte, ja. Ich habe da noch ein paar Sachen echt missplayed. Ich hätte da sehr viel mehr Wound Revolts drauf machen können, glaube ich, auf die Biker Unit in der Mitte. Noch einen zweiten D3 bitte für ihn. Am zweiten D3 bitte für ihn noch. Zweiten D3. Ja, es sind 3 durchgegangen. 3 auf den ersten. 3 auf dem ersten, dann hast du einen auf ihn und jetzt am zweiten D3 noch Den auf habe ihn. ich schon gewürfelt, da habe ich eine 3 gewürfelt. Du hast 3, 1, 3 gewürfelt. Ich habe gesagt, es sind nur 2 durchgegangen. Das war falsch. Du hast 3 Schaden von ersten gewürfelt Aha, dann und dann einen Schaden für den und 3. dann hat er 3 Schaden. Warte, pack auf mich. Ich weiß nicht, ob der Schakal 3 oder 4 hat. Achso, ja. Aber 3 Schaden hätte er bekommen. Okay, hat er noch ein Leben. Alles klar. Wounds Und 4, ja. der hat OC1, oder? OC 1, ja. Ich würfel jetzt auf die 4 plus, kommt die Unit wieder. Ja. Dann nehmen wir die schwarzen, die waren recht gut, oder? Ja. And the bikers are dead. No, they're coming back. Scheiße. They're back and Ist hinter mir, gell? Ja. Ja. the important thing is they can come back again and again. And the nice thing is he kept the marker and still got the unit back. Oh my god, because Because it's a leader of the marker. Well, really the well. Alphos is still there. Yeah. That was Nice. the best word, the best outcome Peter could have hoped for. Yeah. Strong. Alive on 1 wound. Mein Magnus könnte da noch immer hin. GSC versus Thousand Suns. So the big model you see in the center is Magnus. Nee, wir müssen das Even ja if his nicht color scheme looks a anspielen. little bit like Mortaria. Or if you just look at the player cards we have here, Malte, in the top Yes. left you see the faction icon, which we all recognize I immediately. already told this to you when we made our last tier list video. Nobody in the world recognized the faction icons.
Not even Gordon, who is the main Thousand Suns player. Even. I'm disappointed from you. I wasn't disappointed from Malte, but I'm disappointed from you, Gordon. Back to the players. Irgendwas verrückt mir da bei der Matte, gell? Ich muss jetzt leider So. Magnus, die kleine Waffe, wahrscheinlich in den Chucky. Der muss ja Battleshock testen und der hat auch OC6 oder 7. Der Alphas? Ja. Der wird Sorry, sicher der hat OC1 und der müsste Battleshock testen wahrscheinlich. Das ist eine Das gute ist so ein Frage. bisschen die Frage. Muss er Battleshock testen? Nein. Nein? Ja. Wie viel Leben hat Aber wie viel Leben hat er noch? Ist er unter halber Stärke? Dann muss er deswegen stecken. Ja, da muss er testen. Okay. Yes, he must test, but not because his unit died, because he's under half his life. Yeah, that's a weird interaction in 10th edition. If you have a leader, left just one guy from the unit he was leading, or she, the whole unit as a whole is underneath the half starting strength, so needs to test for Battleshock. But if just this model dies, the leader doesn't have to test until the leader itself again loses half of his wounds. I don't know. So it looks like a kitchen table. Miniatures land from all ends of the world to props an experiment army. What? Oh, we have two wonderful armies. Sorry guys, the top camera right now we have a cable issue which we tried to resolve this morning, couldn't, and we will resolve it in between the during the lunch break. We hope to I will resolve run it. and get a better cable. to Finally, solve it. Because guys, we have two wonderfully painted armies on this table. Nothing here is land or proxied or whatever. What did I want to say before? So it's a bit a strange interaction that the whole unit dies, the leader stays where is alive. So all the leaders in 40k are now British Victorian age officers. If they don't have All if the they normal don't- soldiers died. Why would I care? if they don't have the baggage of just the last guy remaining. Back to the players. AP2. 6-mal AP2. Jetzt ist die Frage, da drei sollte ja Mortals. Cover claimen können, weil du nicht jeden hart siehst. So. AP2, das heißt 3 Rüster auf die 4. Wie oft? 7 Schuss, alle getroffen, alle gewundet. Eine Model müssen 6 sein, gell? 6 und 3 Mortals. 6 Mal, dann auf die 4. Ja. Ja. Das Sind heißt, 3 Schaden jeder. 3-mal das killt den ersten. Ja. Dann geht der andere auf 5 runter. Und die Mortals sind wie viele? 3 Mortals noch. Dann geht er auf 2 runter. Dann schauen wir, ob der erste explodiert. Nee. Schade. Hätte schön sein können, aber ist halt so. 3. Ja, vom Prinzip her ist auf 3 haben wir gesagt, gell? Ne, 6 auf 2. Entschuldigung. So. Die andere Waffe ist D6 plus 3 und Blast. 2, 4, 6, 7, 8. Das heißt D6 plus 3. D6 plus 4. Weil das 3 genau. plus passt, ja. Sind 7 Schuss. 7. Ich habe eine 4 gewürfelt, oder? Ja. Das Und sind plus 4 ist 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Auf die 2. Hopp. Und dann 2, 4, 6, 7, 8. Die explodieren. Hopp, hopp. Und Stärke. Stärke ist 6, aber plus 1 to wound. Also Minus 1 zu Wund, weil du Stärke 6. aber ich bin ja nicht über deiner Stärke. Würfel mal, ich schau Sonst schau wäre es genau. auf die 3, sonst auf die 4. Großer Unterschied. Pack auf mich, bitte. Let's go. Gleich oder darüber oder darüber? Und das sind Aberrants. Greater. AP1. Ich schaue nochmal nach, ob das Stärke 6 ist, aber ich denke schon. Ah, ist das du wieder? Ach, Stärke 5 sogar. Yeah, we're just at the start of the edition. We both know these players. We are two really good players. But of course, we have to lay the rules up because it's the start of the edition. We don't know the rules, and there's no problem with that. Ist tot. Dann nehmen wir 2 gleich auf den nächsten. Ja, Verliert nichts. Und der letzte verliert okay, 2 Schaden. alles klar. Dann machen wir noch einen Magnus Charge. Hier kommt der Charge. Wohin? Ja, in die Okay. Aberrants. Das klappt nicht.
Dann nehme ich meinen CP. Warte, lass mich ganz kurz, pack auf mich. Ja. Mach mal deinen CP Reroll um 1 teurer. Ich wäre froh, wenn du da zurückcharged, gell? Was hast du sonst für vernünftige Stratagems? Nicht endlos viel, oder? Was könnte Magnus noch machen? Charges, Advance. Du hast mir so eine Liste geschickt mit guten 1000 Stratagems, gell? Aber ich glaube, dass das Spiel nicht gesagt, nee, wir machen den CP Reroll ab sofort teurer. Okay. Hier kommt Auf die die 8. 8. Ja, das findest du aber eh gut wahrscheinlich. Ja, weil der spielt jetzt länger nicht mit. And Magnus made the charge back. That's okay. He needs to go in there now. He needs to kill the aberrants. But of course, he's going away from the center. I think it's fine. He's very quick. He can double, even triple move next turn. And it's much more important that he clears up all the aberrants. Yeah, with you. Das ist andersrum. Aber du kannst ja, wenn du einen Battleshock verhaust, nach dem Würfeln für 1 CP Auto passen. Ja, ist auch okay. Ja. Passt. Alles klar, dann war das nicht optimal, aber ich denke, Primary wirst du keine Probleme haben. Nee. Deswegen Magnus 7 Attacken, Stärke 3 oder mache ich hier den Sweep? Nee, das passt schon. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oder wie 14 Attacken. AP 1, Damage 1. Da hast du noch, die haben 5er Rüster, gell? Und 6 Rüster, ja. Wir machen die Big Swings. Big Attacks? 2, 4, 6, 7. Auf die 2. Wolltest du? Ja, wurscht. Ja, ich hab's jetzt nie neu gewürfelt. Alles gut, alles gut. Der explodieren. Stärke? Stärke ist 14, nee, 16, aber Hast du plus 1 plus zu 1 1. Ja. Okay, dann schaut sie das eh. Oh. Jetzt würfelst du. Das wär's, ja? Das sind schon mal 9 Mortals und Ja. 3 Ja. Saves. Minus Schaden, oder es geht sicher durch. Minus 3, also 3 durch, Schaden? Schaden. 3 Schaden je. Ja. Das heißt, der erste Aberrant ist bei einem Leben. Erster Aberrant tot. Zweiter Aberrant verliert nichts. Nächster Aberrant. Das war eine 1, glaube ich, gell? Ja. Ja. Okay, verliert 2. Ja. Und dann die Mortals kommen ja gemeinsam, gell? Das heißt 2 Aberrants. Der erste tot, der Ja. verliert nichts. Das heißt ein Aberrant und einer bei 1 und dann 2, 4, 6, 8, 9 mal auf die 4. Ja. So, der ist bei 1, das heißt, tötet einen Aberrant, tötet den zweiten, tötet den dritten und einer bei 2. Dann darfst du zurückschlagen gleich. Ja, da kann ich nichts besser machen. Ah ja. Gut. Dann wird der Biophagus seine Once per was er immer Injector aktivieren, dann hat er 4 Attacken. Ja. Auf die 3. Nö. Anti-Infanterie kommt nicht so zum Tragen, auf die 6. Ja. Oh. 2-mal ohne Durchschlag. Hält. Und die Aberrants haben wir jetzt noch 3, gell? 1, 2, 3 Aberrants. Diesmal denkt man dran, dass sie Lethal Hits haben. Ja. Okay. AP? 2, 3. Also 2 AP, 3 Ja, Schaden. passt. Einmal, minus 2, 3. Minus 2, ja, das kommt durch. Hat dann noch 14. Dann Magnus kills all the Scoring. three Ich kriege aberrants auf and jeden Fall loses ein 2 CP, weil ich wounds. das Enemy Outpost abwerfe. Ja. Und Bring It Down ist noch im Spiel. Das ist, wie es ist. Und dann darfst du. Dann And bin ich Niklas dran. scores Ganz am no primary Anfang. coins, throws back. Secondary, you mean? Yeah, scores no secondary, and Peter will now score Search and Destroy 10, no 15, right? 15 primary? I will go and take a look. 15. We're also not quite Bleibst du bei sure. dir. Dann gibt es erst die Command Phase mit der Karte und dann gibt es die Battle Shock Phase. Das heißt, ich ziehe eine Karte. Overwhelming Force.
before we take a look, let's talk about the rest of the board. You just came back. Oh yeah, I took a look around, and so the first game's already over. Oh, the first game is already over. 2 games already over. Oh my actually. So maybe we can go here and see at the bracket. Yeah. Yes. So we already have the game from Mario against Janza. Yeah, Jakuban's a really strong player from Czech Republic. Definitely bringing the Chaos Knights, but sadly. Craftworld started. Craftworld started. Yeah, Craftworld started. No, the Craftworld didn't start. Oh my god. But still, they tabled them in turn 3. It's 100 to 33 on the battle point score, and Okay. the WTC scoring means then this is the 20-0 for the German player Mario So here. Mario Craftworld. shows why he is the coach of the Austrian team. Exactly. Beats the ace of the Czech Republic. 20-0. Very strong. Then actually one of the other Elder matchups are also already done, and that is the match from William against Fabian. Yes. And William Florian, ace number 1 of Switzerland. exactly. I Really told good him, player. why didn't you bring your knights? And he said, oh, I can play knights at the WTC, I can play knights at other big tournaments. I want to bring my Ultramarines. Ultramarine are in my heart. But now they're in their... In my soul, you are dead by Craftworld. They very quickly went into his bag again. Yeah. And actually it's also 20-0. So 0 points for the Ultramarines and 20 points for the Craftworld. So these 2 games are already This is over. just round 1. This is insufficient data to say that Craftworld might be strong. It's insufficient data. It's insufficient data. Just and both and like I said, Jakub Janza and Faber and William Florian, these are really good players, yes. Yeah, so what can I say? But I want to say something very funny and highlight. It's really 10th edition too. We have the match here from Arne playing Craftworld, Eldari versus Mathieu. Yes, World Eaters. World Eaters. And so it's Arne started. Okay. I'm sure the World Eaters they hide a lot, so there was not that much shooting done. But then Mate went out. Yes. With Angron, and then Arne overwatched, and with his overwatch finished Angron, who first took some wounds to indirect fire, killed in the turn of the World Eater Angron. But then the World Eater player has his blood point, blood dice or whatever they're called now. Yeah. Rolls He rolled the triple sixes and immediately brings back Angron in the next turn. But now it's turn 2 and Angron's on the table. But I can't see the table here from now. But I was just leaving when they were in the shooting field, started in the shooting field from Arne. So I think Angron already died the second time. Okay. Basically in one battle round. Okay. Oh, wonderful. Yeah, that's amazing. And now let's go back to The wonderful stories of Yeah. Craftworld. Good. Let's go back to our game. Und wir haben da ein paar ablative Wunden. Da sind keine Flamer drinnen, oder? Nee, also einen Handflamer halt. Okay, das heißt, die würden grundsätzlich 1 CP investieren, dass die auf 3 Zoll schocken dürfen und dann noch einen zweiten CP, dass die +1 Ballistic Skill und einen zusätzlichen Durchschlag-AP bekommen. Alles klar. Ich darf dann auf die 4 Plus Modelle wiederbeleben, wenn da was überbleibt Auf die 4 Plus kommt Modell wieder. in der Command Phase. Für jedes Modell, das gestorben ist, oder wie? 4 Plus Kommt ein Modell wieder. Sorry, nicht auf die 4 Plus. Auf die 2 Plus kommt eines, auf die 6 kommen 2. Ja, zu eins. Mir geht es darum, ich möchte die Unit halt ausdünnen, dass du mir nicht irgendwann ins Backfield Ja, ja, das macht Sinn. Okay. Und mit einem Ridge Runner könnte ich dich sehen. Und ich kann da Trefferwürfe von volle Hit Radius wegen ihm. Es ist nur die Frage, weil dann bekomme ich AP2 rauf mit den kleinen Waffen. Gell? Toughness haben die 4, oder? 4, ja. So.
Die Idee wäre, dass du mich meinetwegen mit 2 Modellen siehst. Ja. Dass ich genug von dir auch sehe. Könnt ihr da ein Maßband haben? Das heißt, wenn ich sage, du siehst mich mit dem Modell und siehst mich meinetwegen mit dem Modell, das heißt, ich darf bis zu der Kante mich stellen für Sichtlinie. Perfekt, perfekt. 3 Zoll sind eh nicht so viel. So. Den Bannerträger natürlich hier hin. And it's time for the neophytes. Oh yeah. Because until now, of course, the GC were just playing with like a unit of aberrants and a unit of bikes. And first unit comes, Second deployment, basically. yes, comes over here. And where do you think he brings in the second unit? I think just where the dice. Just on dice comes Yeah. yeah. Sounds good. Sounds Yeah, good just to me. around it. Yeah, you know, so you can Overwatch. 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 I believe Overwatch is quite a good mechanic. It makes the game very interactive. Yes, Or I like the- interactive. One player. No, not for one player. Both players can. Go away. Go to Trevi. Go and bash about 10th edition and WTC. We have only positivity here. Only positivity today and also the following games days. Today Yes. we have the invitational for you. 3 games. Here we are in round 1. We have 2 more rounds today. It's going to be super amazing. We have amazing players. This is an invitational with top European players. And the finals will actually be after the 3 rounds tomorrow of the main event, which we will also be streaming. And remember, the finals tomorrow, they are at 8:30 in the evening. So prime time Saturday. Central Europe time. No excuses of not watching that. It's going to be Prime time amazing. It's going to be the best of these 14 players duking it out. Actually, I think we have a crown. Do we have a crown? We have a crown. I think we have a crown. We have a crown. We have and a scepter. And a scepter. and I saw a sword. I think we have a sword. And we have a sword. Nice, yeah. This is really good. Somehow it feels very Austrian. I don't We know have why. we have a crown. I love it. It's gonna be someone's gonna be the Kaiser after this. Oh, yes, the emperor. The emperor, the crown of Europe will be given. And by the way, to the bracket system, so it's single Ooh, elimination, yes, single elimination with for the losers winner. brackets. Great, sounds But really good. in the first 3 rounds, people give, if they lose a round, they will keep playing. Because of course they come all the way here for invitational. We're gonna give them good opportunity to have great games. Also, the end placing will be determined by wins and battle points. So even if you lose the first round, technically you could still get second. If you no, you cannot get second because you would have less battle points than even the loser from the finals. I mean, come on, that should be impossible. But you can get third even if you lose your first round. And special spiciness here: if you lose the first round, but you're the best loser, you have the highest point score, you will still get paired in the second round bracket and play against the winner from the match from Flo versus Dejan on the table 2 actually. Oh, we are just losing our equipment to our right. We will go to the stream. We have to watch our players. We have to watch our players a little bit because otherwise we start destroying our equipment. Ja, ich meine, haben wir bis jetzt immer so gespielt, ja, passt. Das heißt, der 24. Das ist die Flamme. Aber du kommst ja eh nicht so weit. Nö, ich stelle mich mal hier hin. Schauen wir mal, was passiert. Auf 9 Zoll ganz normal, also nicht aufs Objective, weil die hinten sind auf 3 Zoll. Oder wir lassen ihn auch auf 3 Zoll schocken. Der zweite Stratagem gratis. 2 CP plus 1 zu Wound, alle Schuss da rein. Ich lasse sie auf. Stimmt auch noch was, gell? Soll ich mal ein Maßband ganz kurz? Danke. Könnte ja theoretisch hier overwatchen können. Achso, also- natürlich, ja, wenn ich mich als- bewegt habe. Darf ich das noch machen? Ja, bitte. Das machen wir. Kannst du derweil überlegen. Ausgezeichnet. Ah,
Was kriegen wir da alles rein? Also die stehen ja erst zum Messen, die Deep Strike Units. Ja. Beziehungsweise Now there's Overwatch from the Flamers into the Aberrants. noch einen zweiten Blob mit 3 Zoll Ich habe mich jetzt reinbringen. einfach nur mal bewegt. Ja. Die sind ja noch nicht gedeepstriked. Ja, das heißt, wenn ich hier jetzt overwatche, dann kannst du natürlich alles hier reinbringen. Ja. Das heißt, ich spaß mir noch. Alles klar? So wichtig sind mir die Aberrants nicht. Die machen jetzt eh nichts mehr. Ja, ein bisschen nervig sind schon. Das wäre dumm gewesen, weil dann hättest du das 100%ig gemacht. And 159. Von einem Kaugummi, ja? Peter. Danke. Yes, some very important detail, guys, here. So Niklas was just thinking of doing the Overwatch here, but he said, no, I don't want to do that because you can only Overwatch once per turn. Yes, correct. Except for when you have a special rule that says you can Overwatch twice like Azuban does, but that's not the case here. And he did not decide to Overwatch because the Aberrants actually they're quite far for a charge. And if he doesn't Overwatch, then suddenly the nullifiers that we see here and also these ones, they're only just there for testing where they could be placed. But if the Overwatch is already out, then they will probably maybe just go all the way here and go into range. But because right now they're hiding behind this piece of terrain here. Yeah, could only keep a unit of rule barracks left to the left of them, but we would want to stand in the corner for better shooting fire lines. To answer one question out of the chat, yes, both players decided that we don't want to use part of the plates of the bases of the runes. We just realized this in turn 1, and both players decided that they wanted to continue to play this way. Keep this way to make it fair. We will not keep it this way. We will not keep it this And way I will make until the next round. I already told the Our- judge to tell all the other tables that we make sure that we play the terrain here Yeah, correctly. They started like this, and it was also fair to keep it like this. Yes, Not in turn 2 anymore, guys. round 2. Nee, wir müssen die auf den Marker töten. Wir bringen die mal. Also ich werde die da reinstellen, höchstwahrscheinlich. Ja. Einfach innerhalb von 12, dass das alles in Rapid Fire ist. Und dass du mir da nicht unbedingt vorbeischießt. Das heißt, wir wollen hier vielleicht die Trefferwürfe von 1 wiederholen, geben da +1 to Wound, da müssen halt die alles hier reinschießen, wenn der stationär bleibt. Ja, ist da die Idee wirklich das Beste? Die haben nur ein Leben, gell? Wer? Die 10er-Unit. Ein Leben? Nee. 2 Leben. 2 Leben. Ne? Nee. Ich würde da eher die Granaten bringen. Darf ich kurz zum Ausbauen? Na klar. Ich wollte nur 6 zur Reichweite, gell? Das heißt, dann flamest du mir einfach, gell? Das Flamen ist schon ein bisschen nervig. Nee, wir machen das so. Das passt. Die behalten wir noch. Ja. So, das heißt, Behind Enemy Lines für aktuell für 2 Units. Okay, lassen wir die mal zum Messen hier stehen. Passt. Was hat er für ein OC? 2. Der Sniper möchte hier reinschießen.
Ich habe gar nicht gewürfelt, ob die gelben Jungs Schaden bekommen beim Rausgehen vom Transport. Aber hat Bitte? keinen Unterschied gemacht. Gar nicht Ach so. gewürfelt. Ja. Ja, jetzt ist ja eh nur mehr eine Mortal Wound. Ja, der. Ja, der eine stellt sich da ein, dass er da die Rubiks sieht. Das wird mit Entschuldigung, Sophie hin, dass er mit am Objective steht. Okay. Hier vorbeischießen kann. Und da kann man das Objective von außen auch halten, gell? Das heißt, ein bisschen hier hin, einen fünften. Und dann stelle ich so rauf, dass du das Rhino zumindest nicht rauf advancen kannst. Ja. Okay. Sie bewegt sich so hin, dass du nicht zu dem Marker porten kannst. Also nicht innerhalb von 9 Zoll. Okay. Ja. Mhm. Okay. Dann, der einzige, der Schakal hat sich nicht bewegt, aber der würde gerne mit Precision in den Sorcerer schießen. Für Trefferwürfe von 1 wiederholen, oder? Weil die aus dem Deep Strike sind nicht so gut. Die da drüben bekommen das, die bekommen volle Wound Rerolls. Ja. Okay. Passt. Dann schießen wir. Okay. Und zwar, ja, hier ist ja die einzige Wahl. Das muss gehen, das muss sterben. Die schießen eh alle hier hin. Ja. Der Sniper beginnt, dass er einen Schuss in die Unit setzt. Auf die 2, weil Heavy trifft, deswegen Trefferwürfe von 1 wiederholen, Stärke 5. Toughness 4. Dann eine Wunde. AP. AP 3, 2. Ja, geht durch und 2 Achso, wir sollen da würfeln. Schön. tötet einen, right? Das ist Precision. Achso, das geht dann Deswegen wollte ich ja mit Precision auf ihn schießen, dass du Ja, den passt. nicht wegnehmen kannst. Das heißt, Dann der Nexus verwendet sein Stratagem gratis mit vollen Wound Rerolls in die Einheit rein. ja, AP 2 Ignore Cover hattest du da, gell? Aktuell ist AP, achso, wenn die Rich Runner schießen müssten. Ja. Bitte? Hat er Ignore Cover? AP 3, Er hat AP 3? ja. Okay, passt. Minus ja. Alles 3, gut. 2. Okay, alles gut dann. Ja. Dann schießt die Unit komplett rein. Den Schaden hat er jetzt der Sorcerer bekommen, gell? Und dann muss sie da reinschießen. Okay. Große Granaten und die 2 CP für volle Wound Rerolls. Da dürfen wir Treffer von 1 wiederholen, ja. Let's go. Okay. Dann machen wir und sie usen das Granatenprofil. Ja, Crack Grenade, glaube ich, also ein Schuss. okay. Beginnen wir mit 2, 4, 6 Seismic. Seismic sind 3 Seismics, das heißt eine hinterher. Okay. Auf die 5 Einsen wiederholen, Sustained Hits und volle Wound Rerolls. So, Da sind auch Schaden 2 Sachen D3. dabei, gell? Die 3, okay. dann haben wir eine Seismic hinterher. Dann haben wir 4 Sustained Hits, 5, Entschuldigung. Stärke 6. Mit vollen Wound Rerolls. Ja, Von Winkel Rolls. ja 2 CP, aber halt gratis wegen ihm. AP. AP AP1, Ignore Cover und D3 Schaden. 4. Das sind 5, 6 Stück. 6 mal die 3, los geht's. 2, 4, 6 Mal. Der eine hat, achso, die haben 2 Leben gerade aktuell, Ja, gell? D3. Einer tot, zweiter tot, dritter tot, vierter tot mit dem. 4 tot, einer ein Schaden. Okay.
Dann die 4. Bitte? Okay, es ist die 1 und die 3 ging daneben. Nein, nein. Add 1 to the wound roll. Das heißt, ich habe nur eine 1 und eine 3 rerollt. Die 3 hätte dann gewundet. Also, ja, dann eine Wunde raus, stell ein Modell einfach hin. Das ist der beste Outcome. Wenn ich sage, es war einer von den hohen Würfen. Alles klar. Hier. 1 wiederholen. Dann +1 zur Wundstärke 9. Einmal. -1. Der Granatwerfer. Ja, geht durch. Bitte? Ne, die müssen ja nicht eligible sein, oder? Gut, dann gehen wir das zurück. Eieiei. Welche Einheit da? Ja, dann kann er da Alphus drauf schießen, weil der hat eh drauf geschossen. Ja, ja, passt Okay. schon. Ja. Ist gut. Die 3 Schaden. Ja. Na Gott sei Dank. Nur bitte. So. So, Neophyte Hybrids. Was macht die Crack Grenade? Die 3 Schaden. Warte, über -2, nicht -1. Für 2 Schaden. Stimmt einer. Okay. Dann haben wir das Small Arms Fire. Ja. Stärke 3 +1 to Wound. Zeit auf dich, ja? So, 4 da, 4 da. Okay, das ist zweimal. Auf die 4 Einsen wiederholen. Zwei Sustained. Ja. Dann Stärke. So. Stärke 3 +1 to Wound. Das heißt, die ohne Durchschlag, Ignore Cover. Okay, auf die 3. Einschauen. Okay, einer auf einem, der Sorcerer. Die Unit nochmal. Also die zweite Hälfte. Ja. 1 wiederholen. 2 gehen rein für die 6. Auf die 4. Ja, Normal, Dreier. Passt. perfekt. Gut. Aber dann habe ich was auf dem Marker zumindest getötet, eine Einheit. Gut, dann schießt die andere jetzt rein. Für den CP. +1 AP und +1 Ballistic Skill. Dass wir jetzt gar kein Blödsinn machen. Dann die Seismic Cannons. Den 1, 2, 3 Stück. Auf die 4 wegen +1 zu Hit. Was schießt du jetzt? Die Unit da hinten in deine Flamer-Jungs rein. Und Die großen Waffen, ja. bitte, die großen Waffen alle da rein und die anderen Waffen alle in die kleinen. Ja. Los geht's. Große Waffen. So, auf die 4 volle Rerolls wegen am Primus. Primus. Sind 5 Explosions dazu. Den Schaden D3, oder? D3, ja. Und -2 und Ignore Cover. Stärke 6 haben wir gesagt. Den müssen wir weggeben, gell? Ja, das ist eine 1. Danke. So, das wären die. -2 und Ignore Cover. 4 Retter. Sind 4 Stück, 5 Stück. Und die 3 für die Jungs. Hopp. Einer tot. Zweiter, dritter, 4 tot. Okay. Na, 5 waren es oder 6. Ja, dass wir das in die Hand geben. Ja. Okay, das heißt 3 tot, oder? Es sind zweimal ist keiner gestorben. Genau. Ja, genau. Alles klar. Dann die Granatwerfer. Ja, bei +1 to Hit. Ja. Stärke 9. No reserves that I can see, Trevi. 3. Halt. D3. Und das kleine Feuer da hinten rein. Wie viele sind da innerhalb von 12?
Müssten alles sein. Okay. AP0, gell? Na, jetzt AP1 wegen dem Strategy. Okay, let's go. Thanks. Auf die +1 to hit, dann auf die 3. Alles wiederholen wegen dem Primus. Ja. 2 rein für die 6. Auf die 5. Einmal von der ersten Volley. Dreier, Feld. Mit Vierer sogar, sorry. Yeah, not good looking good for Lackland. Yeah, if you look at him into the face, I think he's not as much smiling as he's in the picture. yeah. Look at the picture, look at his face, look at the picture, look at his face. Look for the I'm difference. just looking at his tits, sorry. All these muscles. Oh man. Das heißt 4 Schuss nur. Ignorierst du der Cover oder? Cover ignoriere ich nicht, nein. Aber Front und Back müssten ja alle Modelle drin stehen, oder? Das kann sein, ja. Müssen jetzt alle Modelle drinstehen? Was heißt Front to Back, wenn du Ja, von wenn vorne ich drauf wenn stehst? ich alles sehe komplett, Ja. dann müssen ja, glaube ich, alle Modelle drinstehen. Oder wenn ich einen Teil von einem Modell nicht sehe. Alles klar, let's go. Schießen wir mit ihm erst? Nee, wir schießen erst für einen AP mehr. Der Reach Ja, wir haben einen neuen Zwischenstand auf jeden Fall schon drin. Und zwar ist unser Spiel Craftworld gegen World Eaters zu Ende gegangen. Angron wurde, als ich eben gerade vorbeiguckte, schon zum 2. Mal getötet oder vielleicht 3 Mal. Und Craftworld setzt sich überraschend im 3. Spiel durch mit 20:0. 20-0 für die Elder hier, 20-0 für die Elder hier. 20-0 für die Elder hier. Ich habe noch ein Elder-Spiel, das fertig ist. Achso, schön. Sogar schon das 4., das ist das von Flojo gegen Bejan. Ja, Ganz oben. Da haben wir ein 17-3. well, just no, not in 20. So, I'm kidding, guys. Es ist nur ein 17, it's a 17-3. 17-3. So, No, oh, not 17. I can't. 17. I wanted to fool you and I fooled myself. So 17-3, which means that currently Dejan is our best Anti-Crawford player. No, best loser. Best loser after 4 games. Yes, Currently correct. means he's gonna go in the loser rounds, and then but he's gonna come back up here. To play again versus Flojo. Oh no. We all the other matches. will get that. So we need at least 4 points from the other rounds. That's okay. Which we should get. No. We will not get a double match here. No worries. Good. So far, other games include not Craftworld, so we are played. Yes. They're still going. No worries, guys. Let's go back to the players. Der andere drauf. Der hat jetzt plus an CP, weil er ein Modell drauf geschossen let's hat go. und da soll das kein Cover haben. Für 3 Schuss. So, 3 ich Treffer. dachte, er schießt. Ne, der hintere war Ja, erst. passt. Los geht's. 3 Treffer. Okay, 2 Wunden, dann machen wir alle 3 Wunden. 5, nee, okay. Schaden. W6 plus 1. Okay. CP Reroll. 3. Ja, okay, jetzt noch eins. Achso, dafür das Small Arms 2 dazu würfeln. Ja, klar. Das war 36, ist der innerhalb von 18 von den beiden. Hier. Das heißt 1 Rapid Fire. Nicht Rapid. Na, haben unterschiedlichen Durchschlag. Der nicht Rapid Fire. Auf die 3. Auf die 6. Einmal. Ohne Durchschlag. Einmal. Halt. 3. Und die hätten dann AP 1. Entschuldigung, es sind 2 daneben. Ist tot. Was? Explosion. Was? Haben wir so 1, 2, 3, 4, right? Er wohnt ja noch auf die 6. Okay, dann nur einer. Sorry, dann würfel ich den nochmal. AP1, gell? AP 1, ja. Halt. Genau. Ja, noch auf die 6. AP 1, ja. Und die Mining Laser sind AP
3 oder 2 oder whatever. Der zweite war definitiv -3. Normal -3. Genau, der erste war -3. Ja. Und der zweite war der -4. Guys, of course, we will make fun of Craftworld and Craftworld players all weekend. But All weekend, of course. That's why we're here for. that's why we're here for. But we all knew it's a completely new edition. It's not like from 8 to 9th edition, it's a complete reset. We knew it would be Wild West. So we're looking at the Wild West. No, this is not as balanced as, of course, GW would have wished it, well, as we would have wished it would be. But it's 40k, it's fun. It's and Index Hammer. It's in Hexhammer. Yeah. Yeah. And of course, we can all still make fun of Craftworld players, and we can also make fun of GW for telling something about the best edition of all times, and so on, and so on. It's not so hard. It's not so hard to make fun there. But we will have fun in any case, and I'm sure we're gonna see some contenders here. It's not gonna be the World Eater, it's not gonna be the Chaos Knight apparently, but it might be the Gene Stealers, it might be the Imperial Knights, it might be Demons. Cloud Suns I've also seen had chances, but losing. I think GSC is really strong. Maybe GSC has a chance against some Craftworlds, and we have two really good GSC players, Craftworld, GSC good players, with our Austrian champion Peter Steiner here, who seems to be in a winning position versus Naklas 1000 Suns. And on the other table, Justin Janssen is playing versus Demons. I think I will take a look and see what he's doing. Yeah, we should do that. Ich habe eine Einheit nicht getötet, die vom Objective war. Ja. Das heißt, Overwhelming Force ist nichts. Und Behind score ich für 5, oder? At the end of your turn, if 2 or more units from your army are wholly within the opponent's deployment zone, 4 Punkte. Und da wir technically spielen 5 Punkte. Ja. Alles klar. Jetzt schulde ich dir ein paar Battleshocks. Nein. Erst CP, Command Phase, Scoring und dann als Battleshock. Okay. Weil sonst hast du ja die Information, was Battleshock ist. Und du kannst halt nicht Objectives klauen, wenn man CP, okay. 2. So, das heißt, schreibst du mit? Ja, warte, ich schaue noch, ob ich Overwhelming. Ja, irgendwann werde ich schon auf einem Marker was töten. Gut, das heißt, du stehst auf einem Marker für 5er Runde? Ja. Gut. Schauen wir mal, was die Zauberer von Ost so machen können noch. Weil war nicht so devastating, wie ich mir dachte. Ich ziehe auf jeden Fall Engage. Okay. Auf allen Fronten. Ja, da wäre das Rhino jetzt schön gewesen für Engage, aber so ist das Leben manchmal, ne? War von mir theoretisch ja falsch, weil dass die Rituals töten, hätte die aufbehalten müssen. Es ist irgendwie dumm. Sorry, nochmal bitte. Es war von mir falsch, weil die haben ja nicht wirklich was gemacht. Ich hätte erst warten müssen, wie das mit dem Rhino ausgeht. Sonst gebe ich das zu dir? Ja, klingt gut. Ich werde auf jeden Fall jumpen mit den Jungs. Ja. Scoring haben wir schon gemacht. 5 gezogen Punkte, haben wir. TP habe ich umgedreht für mich. Bring it down. Bring it down und Engage. Ja. Engage wird recht knackig, glaube ich. Bring it down. Kann ich irgendwie mit in der Mitte vielleicht mit dem Smiter oder so. And I am back and bringing up news that just the moment I reached the table, the game was over. And yes, Gene Stealer called 1 versus Demons and 20-0. Holy moly. So we have a lot of 10th edition fun here. Another 20-0. From Netherlands Ace, Justin Janssen versus Austria's WTC captain. And so we will have the match of Justin Janssen versus Austria's coach can avenge Austria's captain. Yeah, because we will have Gene Stealer Code versus Craft round 2. This looks quite interesting. All our Craftworld players won, so there is not a possibility, but we don't get a match in round 2 without a Craftworld player. We have these ones, we have these ones. So we have a Craftworld here. So now the interesting question is, will
Who will be here? Currently it looks like It looks Peter like Peter Steiner. Steiner, yes. Looks like Peter Steiner. So we will have a match of Gene Stealer against Crawford. So we will have two Gene Stealer versus Crawford. Maybe if Niklas doesn't pull out of this. Do you have any idea how the Chaos Space Marines are doing? I thought It looked rather good for the Chaos Space Marines. Yeah, But last yeah. time I looked, so maybe there's a chance that we will get Portalagi, and he just maybe has found the answer to the password. Maybe it has been the Chaos all along. The Chaos Space Marines. It has been Abaddon all along. Abaddon all along. Ah. Interesting, yeah. So we have the prospect of Chaos Space Marines against Kraftwerk here, and we have the prospect of two Gene Stealer calls against Kraftwerk. And then the question who's going to be the best defeated from round one. Okay. Let's go back to the players. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 wieder. 16, 17, 18 habe ich diese Runde. 18 Kabal. Ich glaube, die müssen fast darüber jumpen. Und du könntest hier dann overwatchen. Ja, das zeigt sich eigentlich, ja. Stellen sich alle innerhalb von 12. Außerhalb von 9. Kannst du nochmal drüber schauen dann. Und dann, der kommt natürlich mit. Exalted Source. The Crystal is gone. And a big unit of Rubis is teleporting using the crystal. Kann natürlich auch die Jungs in die Mitte bringen. Aber die bewegen sich mal 6 raus da. So. Oder muss ich die hinten behalten und hier ein bisschen grillen? Und Magnus in die Mitte schieben. Ich dir zumindest einmal hier die Mitte ab. Ich glaube, ich muss sogar Magnus doppelt bewegen. Hier. Das heißt, die Jungs kommen hier eher nach hinten. Ja, die stehen halt alle so, dass ich dich hier sehe. Und du kannst auf 3 Zoll noch immer schocken. We're just talking a little bit about the situation for the Thousand Suns, and yes, he will kill again a lot in this round, but it looks again like he will not move out of his own base. He is now with the Rubik's on the southeast marker. Now again, 1 unit outside of his home base, but it's just giving the GC the map at this point. Yeah, he's just fighting in his own table half. Yeah. And even the teleport going going on the marker, yes, all good, all fine, going into range to kill the big unit in the south of Neophytes. But still, he just leaves the center to the Gene Teleport. Yeah. Let's see if this time his shooting can be better, because last time it felt a bit underwhelming, right? Both units that were just in front of his whole army, they didn't die. Yeah, but okay, 3 Aberrants survived. Aberrants are harder than that, to be fair. Quite some freedom paints were rolled. Yeah, the Thousand Suns army should be able to kill that. Not sure if that was a mistake done. Maybe also the damage in the first turn was a bit overwhelming. Like Niklas didn't expect the Alpha Strike to be that strong and didn't have the right counter punch. No, but now he really needs to have the counter punch, and it's a bit critical, because we play 10th edition, so that means the cover is pretty much always applies. Yeah. Here is at least one of these Rubiks who doesn't the whole unit of Neophytes. So that means the whole unit of Neophytes gets covered. It means they have a 4-up cover. Yes. And the AP of this, I think it's only 1, right? If I know it. If I know it. If you know the cover rules. Yeah, we'll see. No disagree players, but they are quite new to 10th edition rules. That's everyone else. Halt überhaupt keine Tools mehr, um wirklich zu engagen. Leider.
Und ich will dir jetzt auch keine Rubrics geben, weil ich würde noch gern ein paar Runden mit dir spielen. Code in this one. Ja, der bewegt sich halt hier, seine 14. Schafft das aus Objective oder gerade nicht? Nee. And now Den he's muss ich doing double something. We see Magnus move and Auf move. jeden Magnus Fall. goes to the center. That's the correct move. Weil He now Engage unterm needs Objective him. geht ja nicht. Ja? Go, Magnus. And the Rubik's should be enough, to be honest, to kill the Neophytes, or even better, to bring the Neophytes down. Bring it down. So he cannot bring them back. Yeah. Warum nicht? Was habe ich für einen Nachteil? Okay, gar keinen. Ich meine, du hast Fly. Ja, ich bewege mich mal. 4. Bitte? Achso, Entschuldigung. Was war das? Da ist 4. 4. Ja. Ich würfel es gerne nochmal. So. Perfekt. Perfekt. Kann man es irgendwie nervig vor die stellen? Nee. Kann ich maximal so ein bisschen anders nerven. Na, Lone Party haben wir eh nicht. Ja, ich stelle mir einfach ganz darüber, sodass Magnus nicht beide engagen kann. Ich meine, der schießt mir einfach, gell? Und dann ein Würfel für Magnus. Ja. Nö. Passt. Okay. Das heißt, kann ich Magnus so stellen, dass ich beide in Close Combat kriege? Ja, das war gerade was mal. Ich bin ziemlich genau bei 7. Das heißt, du bräuchtest eine 5er Base. Geht nicht. Vom Gefühl her nicht. Was ist das für ein Charge? Eine 7. Ich weiß nicht, ob man einen kleinen Schlenkerer machen muss. Ja, ist Answer is Gute simple, no. No, you cannot move. Würfel eine 8, dann sind wir gut. Ich glaube, ich erschlage einfach den Jackal. Und ich weiß noch nicht, was ich sonst so mit dem Magnus mache. Die dürfen ja wiederbeleben. OC 1 oder 2. 1. Tja. Wie viele darfst du da wiederbeleben? Wie? A3 und wenn ich auf dem Objective stehe, D3 plus 3. D3 plus 3. Das heißt, du könntest hier theoretisch, ich habe mir in meinem Command Phase gar nicht angesagt, was ich mache für Psychic Buffs. Ich sage, Okay. ich glaube, dieses Mal machen wir wieder Sustained Hits. Ja. Und der hat sein Minus 1 Schaden an. Er hat sein Minus 1 Schaden an, genau. Wenn ich da reinschieße in die Jungs und doppelt zaubere, könnte es theoretisch interessant sein. Also unangenehm. Wir standen irgendwo hier am Anfang. Wer? Die Jungs, die 3. Ja. Ja. Ja, die waren alle innerhalb von 12. Ja, die waren irgendwo außer Sicht da hinten Genau. und dass sie da halt nicht schießen konnte. Ich würde, wenn ich darf, den nochmal hier hinstellen, sodass er hier Sichtlinie zu dem Typen hat. Und der Rest bleibt dann hier so. Okay. 17 Kabalpunkte haben wir gesagt, glaube ich, ja. Letzte Runde waren es auch 17, oder? Oder 15 nur. Wie ist was gestorben? Ich weiß nicht. Ich habe am Anfang gezählt, das waren 17. Und die schockt? Das kann man testen. Nee, das passt. And the game of Kili Paske, our Danish player, and Paul, our Romanian player, is not over yet, but it looks a little bit like an upset. I think Space Marines might win it. Versus Craftword. Wow. It's not over yet. Macht wer dann noch? Dann machen wir gratis. Ja, das ist sogar nur One per Battle. Schon ein paar Mal falsch gespielt. Jetzt lernen halt alle, nur wenn sich irgendjemand beschweren möchte, bitte. Im letzten Turnier, glaube ich, jede Runde gemacht. Das ist ein Amigo. Ja.
es ist halt Übung, weil am WTC gibt es dann eine auf die Nuss. Ne, passt ja. Solange es nach bestem Wissen. Dann Du musst mir einfach sagen, wenn End auf deinem, was auch immer ist, Movement Phase, weil dann muss ich meine Biker wiederbringen. Oder darf halt meine Biker wiederbringen. Markus hat glaube ich C6. Okay. Yes, we have some sound problems. We will fix it. 1000 Suns turn is not starting. Shooting phase is going to start soon. Ja, aber 33. Ja, aber ich musste das alles irgendwie handeln. Ein Biker am Objective dran, Ja, am Marker dran. ja. Und dann muss ich halt meine 9 Zoll von dir Abstand halten. Okay. Das heißt, komme ich aufs Objective? Ich glaube nicht, gell? Ah, war intended. Nur dem Maximum bewegt. Achso, ja, den muss ich noch bewegen, sorry. Aber den werde ich einfach hier zurückziehen. Jetzt ziehst du hier zurück? Ja, ja. Okay. Dann würde ich gerne für einen CP, glaube ich. So guys, Mike's just run out of battery. Apparently they didn't charge fully last night. But that's no problem, that's no issue. We're gonna cover you, we're gonna commentate the game for you. We're just next to the table and we can have a good overview. Malte, what's going on right now? The bikers came back. Surprisingly, Marcus came back. Surprisingly, unsurprisingly, yes. Magnus moved to the center. And The bikers came back. When did they come back? Just in the center here? Here? Did they come here, back here? They moved there? no, we came back instead of 3 to the blip. Ah, The blip was over here. When one model is inside of the blip, the rest is. except for when you have a special rule. Should we intervene there as a stream or not? Special. You have to be in 6 inch to the table edge. Peter, du musst in 6 Zoll zur Kante kommen mit deinen Bikern. Bei den Biker? I don't know what's happening. Keine Ahnung, frag nicht mich. Ich weiß es nicht. Das erste Mal, dass ich viel Start habe. Ja, wenn ich. Ja. Hier. Und hier gibt es für den Player. Fred, erklär mir, was hier gerade los ist. Die Biker sind sehr stark, aber die haben auch eine beschränkende Grundregel oder Datasheet Ability, dass du in 6 Zoll zur Kante kommen musst, wenn die aus der Reserve kommen und nicht überall herkommst. Tatsächlich, aber ansonsten wäre das quasi genau richtig und sonst ist auch genau das die Stärke des Cold Ambushes jetzt. Man legt ja, wenn man eine Einheit verliert, die Code Ambush Regel hat, was alle Nicht-Charakter-, Nicht-Fahrzeugeinheiten im GCR Codex sind, irgendwo einen Marker hin
so wie das jetzt eben auch gemacht hat. Also hier war eben irgendwie ein Marker. Und man muss tatsächlich nur mit einem Modell, irgendwie, ich glaube ein 1 Zoll oder ein 6 Zoll oder so sein, ne? Ich glaube ein 1. 1 Zoll. Und dann kann man von da an sozusagen eine Conker-Line nach vorne bauen und muss nur die normale Beschränkung einhalten, wie wenn man aus dem Dienstwerk kommt, also irgendwie so 9 Zoll vom Gegner rechts bleiben. Also hier wäre jetzt Magnus, also zum Beispiel, der könnte quasi gerade auf dem ganzen Tisch kommen, solange die Conker-Line reicht. Und die Biker haben eben eine Beschränkung, die das verhindert. Alles klar. Da musst du quasi sozusagen von der Planke kommen. Alles gut, Peter hat es gerade auch nochmal gesagt. Zweites Spiel zählte, glaube ich, und das erste Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, Mit den dass die Biker zurückgekommen sind. Ach so. Ja. Das ist halt auch die Sache, ne? Mit 10. Edition. Ist irgendwie cool, dass alle Einheiten haben irgendwie eine Regel, die sie irgendwas Cooles machen lassen. Ja. Aber auch wenn wir Universal Special Rules haben, auch wenn wir Regeln haben, wir müssen die im Regeln Grundregeln stehen, auf dem Datasheet tatsächlich verstehen, ja. ist halt jede Regel, jedes Datasheet hat Eine Sonderregel. eine extra Sonderregel, die nicht gleich ist, die nochmal anders zu lesen ist. Selbst wenn sie teilweise gleich ist, steht sie nochmal anders drauf. Und teilweise muss man dann nochmal lesen, die eine Einheit hat 1er Wound Reroll und Full Reroll, wenn du auf dem Marker stehst und ich dich anvisiere. Mal habe ich es, wenn ich auf dem Marker stehe. Mal habe ich, wenn du auf dem Marker bist, dann noch 1er Reroll to Hit. Mal habe Die ich... nächste Einheit bist, ja. Und nur die nächste Einheit bist, genau. Man muss sich jedes einzelne Datasheet nochmal genau durchlesen. Ja, da kommen wir noch rein. Ich glaube auch, dass ich sag mal, die Datacard-Dichte noch größer wird. Also hier sehen wir jetzt quasi keine Datacards auf dem Tisch von den beiden Spielern. Aber ich glaube, es wird so Etikette mit der Zeit, dass man immer zum Turnier fährt und dann hast du halt deine 5 bis 7 Datasheets, die du halt spielst. Ne? Du brauchst eine normale Apotheke-Armee halt zu bestehen. Und dann liegen die halt am Tisch. Ja. Simplified, not simpler. Simpler, not simplified. I don't know. Step by step. Step by step. Argument. Okay, what happens now? We have a super chat, Malte. We have a super chat. have a Oh, super chat. thank you to the donor trolls for go Peter Gotcha Steiner. Well, it's in the Gene Stealer cult blood, isn't it? It's in their genes. Oh, nice. Oh, It's gonna be interesting. We are all discovering lots of things about 10th edition. Please, guys, be patient and be lenient. Yes. lenient with the players. They're playing. It's even though they're generally quite chilled here, and we're having like a nice round. So it's an invitation, and there's lots of media. There's media coverage. There's a stream. It's new everything. So they're also nervous. So yeah. Take that, have that in mind before you get too judgmental. We are allowed to make mistakes. Neophytes. Where are you going? If you look at the table, Neophytes? Neophytes. They're dead. well, just that, yes. While we talked, we were shot and killed. Things died. That's good. And now a unit that teleports its on the other side. No more flamers shooting into the neophytes on the other corner. The good thing, by the way, about the neophytes and all the battle line units, which are the neophytes. We come back on a roll of 1+. Yeah, if you manage to not roll a 1 on a d6, then it's the player. It's your fault. So strength 4, toughness 3. So if we put the Where's the dice cam? There's the dice cam. There's the dice cam. There's going to be lots of wounds. Let me check. What's a lot the of weapon profile of Thousand Suns Flamer now? Do you know? Of a flamer, yes, I believe it. D6 4 -1 ignore cover. Oh, ignore cover. That's good too. So they will be on a 6-up. But please correct me, chat, because it's 10th edition and I don't know my numbers. Yeah, like I usually would know my numbers. Well, what's the toughness of a Hive Tyrant? 11. Is it 11? Is it I 10? expected you to know this, like, just off the top of your head, Martin. I haven't even played. You haven't even played I haven't even played Tyranids yet. You haven't? Why not? Because all I do is like saying, oh, this is my Silvertide. My Silvertide is on your markers. Oh, I won the game. Oh, hello, this is my Silvertide. My Silvertide What's is the on your toughness of markers. a Necron Lord?
of a Necron Lord 5. No, 6. I don't care. I just take the wounds on the warriors. You know, not anymore. Because after our practice games, I realized all my stalkers, Yes. their characters, so they have access to the heroic challenge. Heroic challenge. Stratagem for 2 CP. I get precision on all my attacks. I just kick your Necron Lord out of. Yeah, everybody can do epic challenges now because of the general. But that's the Achilles heel of the Necron block, maybe. Because then you only reanimate twice and not 3 times. Yeah, it's really hard for me. I lose my Lord, I pay 1 CP, he stands up. Yes, now I lost my models not on a different way. I'm sad. I don't know why you guys out there are playing armies where you lose models. I don't get it. What's the kick? No. Just don't lose your models. Just play your whole army the same game. Right, technically you lose models with your Necrons, right? I lose models? You don't put them in the back again. You just put them to the side to get extra movement. Yes, why not? Yeah. Yes, I like extra movement. Technically it's even losing because they count for any victory condition. Yes, they would count for no prisoners if no prisoners existed. No prisoners existed. Yeah, interestingly enough, there's no secondary that punishes you for just Playing with armies, no. forming the board with anybody. So there's no Nothing. anti-Necron secondary. There's no anti-Orc horde, no I must correct myself. Yeah. And no prisoners is still there, and you get it if you kill my Necron warriors. Units. You just have to kill the unit. I would get a kill if I kill your Necron Lord. Even he gets up. That's correct. But that's pretty streamlined. Okay, That's one of the many Okay, things that are perfect, very streamlined, perfect. very good about 10th edition. Basically, all the rules say, maybe it's even in the core wood, but even the woods where things tell you get points when something dies, say, oh, you even get points when something dies and get resurrected. Yes. I'm just going to farm my assassinate points on your Necron Lords next time we have That's to okay. match up. That's fair. But yeah, just. I look where I get the other secondary points, but I'm getting these ones. I believe the overlords are half damage or -1 damage. I'm not quite sure. Half damage, why? No, they have Pheno Pain. Oh, yeah, yes. And half damage. Yes, of course. I'm gonna look it up now. I wanna know What? I wanna know if my crawl attacks kill your Necron Lord. I know My that 4-up invuln, 5-up Pheno you have a Pain. 4-up invul? Of course. So everything in your fucking Necron army has either a 4-up invul or always comes back. Yes. And or it regenerates. Yes. And also always comes back because stratagems. Yes. Have you looked at the singles event list yet? Because we didn't have them on Monday yet. I had zero chance of looking at the singles. sorry, no. Okay, guys, if you have any armies from the singles you really want to see, you can already spam the chat with that, and we will keep looking for them when we do the pairings. Yes. I mean, when the pairings are done, and then we will put them on stream. Remember, these are our matches. The armies we have here. We already have four craft worlds going further to the round 2 in the bracket, but we will have many more, and we will definitely see some Necrons, some Chaos Imperial Knights in the main event. Yeah. And So first Malte, blood again, angels. while we talk, I feel like, when you talk, the time flies by and also the models fly by, because we We lost another aberrant. we lost another Neophyte unit here. I like that. Yes, but we lost another aberrant. I think that's worse. One aberrant there. Our other games, we just have one other game going. Kili Paske by Danish Ace is playing with his craft worlds, with Boziani, our Romanian player. And the last time I looked, CSM, Chaos Space Marines, looked good. The guys on the internet told me Necrons were bad. What? Thousand Suns bad? Necrons are bad? I wouldn't trust these guys on the internet. Sometimes The worst are the kinds that have a YouTube channel. Don't trust them. don't trust the guys with YouTube channels. We have someone here from. You finished your game, right? Yes. You want to talk about it a little bit? Come on. Come on. We have We have Mathieu here. one more. I'm gonna follow. Bam. No, you're not gonna fall off. Up. Mathieu. We can. Wonderful. Hi. Hi.
Thank you for joining our nice little invitational here. You had your first round versus Kraftwerk. Wonderful. Wonderful. How was that experience for you? I mean, on paper, I knew they are good. And they are pretty devastating, but seeing it on the table was actually more devastating. Actually, I couldn't interact at all with the army. Oh, nice. He went first also. Yeah. So turn 2, I think I had like 10 guys left. And the thing is, it's not against the other. When you can overwatch when I move within 24 of any unit without seeing it or without anything. It's pretty good with decans, right? With the fate dice and the deaconess, it's here you go, take 8 mortal wounds and you just move. So turn 2, But to be honest, it's like it's kind of on you. Why did you like you? It was in your It was control. your of moving. control to move You moved inside the of unit. You 24 triggered. inches, right? You I mean, triggered, if you have With your melee army. 3 D-cannons on the Yeah. board, and you actually want to play a game, you have to go within 24 of them because you have to move to the objective. So if he's on the middle of his deployment, he can. So he can see free. maybe your mistake was you wanted to go on objectives. Yeah. Yeah, I think you maybe need to consider a new game plan against that. I think the winning strategy was not there. I mean, even with word eaters, you can try to stay on an objective and die, spend a CP to hold the objective, but then he has the incarn and he just pops over there. And I heard you even got lucky and you got Angron. yes, I actually got When back. did Angron deck in They- the first round Overwatch? I already told no. the story, but please tell it from the first person view. So Angron died turn 1. He had 4 saves to make against the prisms. He failed over 4. He took 24 damage. Oh, you already died in the first turn. He died on the first turn. Okay. With some sneaky. Actually, over one the- prism could draw line of sight to it, so all of them could draw line of sight of it. That's Makes also it makes sense. It's easy. Yeah. So he died, and since he went first on his turn, I rolled the dice. I got 460s, so I put him back in reserve, which means at the end of his movement phase, I can rapidly ingress him back on the board. Nice. So I had the chance to put him somewhere where the decannons can shoot him, or somewhere else where only the prisms can shoot him. So the prisms shoot him down again. I had to make 4 saves. I failed all of them. I took 24 damage and I died. To be a melee army in this edition, especially against the other, I killed 2 units in the whole game. I didn't. 2 units. Not 2 spinners. Shoot the big units. -2 move, no advance. I failed 9 charges, so next game will be good. Okay. Next game will be good. I mean, we had fun time. I have no. It's not against Arnie. It's not against his army. Of course, we're making fun, and we're making fun of Yeah. you. Yes, And of course, we're making not fun of you. We're making fun about Kraftwerk and how It's overpowered not, they are. actually, I had almost an hour left on my clock. I played 20 minutes. Yeah, it's interactive. Like with new mechanics, both players. Guys, no. Okay, stop. But let's do something more. It's enough. So, Still, we thank have you, to break it and here. still thank you for bringing world teachers. So with 0 points, you wait, please stay with us for a second. With 0 points, you basically out of the bracket. So the next games will be determined by battle points, and we actually have lots of. Basically, we want them who you want to play against from the other players, and you cannot choose Elder because they're all one until. Oh, so I wanted to play against the Elder so bad. So I can choose who I want to play against. No, but it's just for the. I would play. I would play that. What do you want? What do you want? I challenged Dejan. So I would play him. This would be nice. Chaos Knight. Currently, you cannot because he got 3 points, Aw. and he's basically right Our now our best best loser loser. at the moment with 3 No, points. because the other guy who lost 13-7 against CSM. Oh, the CSM won. We already Yes, have the CSM result. won. That's amazing, guys. This is great Oh, news. perfect. So we have one loser Elder, but he's the best loser, so he's playing against each other. So we have. Wait, which one is So I still want to play Dejan. Yeah, it's Kili Kili here. first. What was the score? I'm not sure. It was 13-7. I think. 13 to 7. 13-7. Nice. The Chaos Space Marines, guys. We're gonna have a Chaos Space Marine on the stream in the next round, and they will play against Elder. We can see if they can repeat that result. That's amazing. So Maybe. Paul goes through. Amazing result. I'm really happy to see him here, and he will meet Arne in the round 2, and that will be our stream here. That's determined, and this also means that. Well, it's not 100% determined. They could still have a better loser. One of them at 8 or 3 points on the stream table here. But it probably also means that I can pair you. We can play next turn.
Yeah. Then there was then still Then the we other can one. still play other. Yeah. But otherwise, I can probably do it with you guys. Otherwise, turn 3, yeah? Put us on the stream. Yeah. Anger on the stream. All right, thank you. Thank you. Thank you for the interview. And we will go back to our streaming. Ooh, Chaos Space Marines, guys. Chaos Space Marines. Be amazing. Chaos Beans, just beat Delta. It's possible. Yeah, guys, if you want to see the list right now, you can see the link to the document with all the lists is in the chat and also in the video description. We will not talk about it now. But on Hope of a Universe. Hope of the Universe. It has been Like his always. crusade all along. He just wanted to free the universe from the Kraftwerk domination. Until the next FAQ. Until the next FAQ. And now we look into our game here. What is going on? I lost track a little bit of the table, to be fair. I get us some sound. Give us the top. We are already on the top. Okay, guys, what are we looking at apart from this wonderful head? We see some neophytes going on the marker, maybe trying to steal it from Magnus. Bikes moved onto the GSC home marker. And they don't see anything. And these aberrants are still alive. Are we aberrants still alive even after this 1000 Huns turn? Yeah. And let's take a look at the scores. So Malte, they're basically in the start of turn 3. So we Yeah. saw the backfield was cleared a bit, except for the aberrants by the Thousand Suns. And now we see how Abaddon is going to get ganked, I think, from lots of Bean Stealers. These are acolytes on the middle objective. Yes. And they can throw grenades. And they're really strong. And I think we should listen to the players. Einmal, ohne irgendwas. Okay, so einen besseren. D3 vom anderen. 3 Schuss auf die Dreien. Auf die Dreien. 12, Mining. Less Cannon. 4er, nee, für 1 CP Blank Ja. und für 2 Kabalpunkte Reaver. Reroll. Gut. Gut, da haben wir die CPs ausgeben, da schießen die Granaten alle rein. Das heißt, wir haben 4 Granaten. No, it's not. Yeah, Ade. he asked me if it can see, and I think it can barely see because we made the mistake that we didn't play this obscuring. Yeah. Einer vom Small Arms. Gut, dann die Granaten. Plus D6. Und dann 6 hinterher. Nehmen wir dann noch. So, jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. So, wir treffen nicht auf die 4. Sustained Hits. Und ja, Stärke. Stärke 12, die Demo Charges. Und 1 dafür wiederholen, weil du auf dem Objective stehst. Das heißt, auf die 4. So, die 6 gehen wir gleich raus. Ja, das heißt, wir befinden uns im Zentrum. Hier werden Demolition Charges auf dürfen wir Magnus rerollen. geworfen. 2. Okay, also 1. Und dann kommen 2, 4, 6, 7 rein. 2, 4, 5. 6, 7. Stärke 12. Und 1 wiederholen, weil du im Objective bist. Ich glaube nicht, dass das stirbt. Schön. Okay. So viele? Ja. HP, 3. also 4er Retter. Bei plus uns, ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 Schaden. 4 Leben hat er noch. 4 Leben noch, okay. Und Magnus damit runter. Magnus down to 4 wounds. Demolition charge is really successful, but he's still alive. Gut, 4 Schaden, okay. Ja, ich glaube, den werden eigentlich nur mit die Aberrants ein bisschen reinchargen, oder? Dann geht er rein. Let's go. Ja. Also nicht auf die 10 Unit. Da darf ich ja nur mit denen Overwatch gehen. Ja, es ist. Ja. So habe ich mir halbe? Das reicht dann, glaube ich nicht. Ne? Nein, ich glaube auch nicht. Weil das wird so eine 8. Was habe ich? Was muss ich würfeln? Ich bin 5. Egal. 4 und ein bisschen, das heißt, ich brauche eine 8, oder? Das heißt, ich brauche 1 CP. Ja, warum nicht? Auf die 8. Nee. Dann verhungern die hier ein bisschen. Das. And the Aberrants fail their charge, so no more dead rubrics on the backfield. Thank you, sir. That's all right. We'll all get used to it in a while, don't worry. Okay, dann habe ich nichts erreicht. Und ich wäre, glaube ich. I cannot directly intervene here with Magnus, right? Because nothing got charged. And that's a thing. Du hast zu mir gesagt, da konnte ich nicht. Pretty sure you can, but I will double check it, make sure. Wenn du mir sagst, ich kann da nicht heroisch intervenieren. Hey, wir können es eh so spielen. Das ist Du hast zu mir gesagt, es geht da. It's a charge move. Wir haben das da diskutiert und haben gesagt, es geht nicht. Und jetzt sagst du da, ob es da geht. Alles gut. Das habe ich nur kurz. Es war nur Guys. Oh, just some rules unclarities. No worries, guys. Game is good. Game is looking good. And it's not possible to really intervene in the center because nobody charged in the center. Die dürfen nicht chargen. Na, die dürfen leider nicht. heißt, ich mache die 15 Primary. Bitte? Genau. Yeah, Peterson would have liked to charge because Magnus is down to 4 wounds from the demolition charges, and last 4 wounds would have been possible. Thank you, Felix, for subscribing to our channel. Who's playing next? Did you already answered? Chaos Space Marines versus. Yeah, not 100% sure. Not 100%? Dependent on the outcome of this game. If this game is close, we might have the loser from this game playing in the winner bracket. Otherwise, we will have the Chaos Space Marines. And so yeah, right now we have a Chaos Space Marine. Sorry. Otherwise, the Elder who lost against Chaos Space is basically right now the best moving players. Yes, so we might have an Elder mirror in the top of the bracket. Yes, that's okay. That's good for all of us. That's okay. Good for the Craftful players. Give them more mirrors. Hier schauen wir mal, was wir hier machen können. How many gold mines do I have? I have. Kann ruhig Deutsch spielen. Kurze Korrektur, Short Correction. Wir werden auf jeden Fall das Spiel Arne mit Elder gegen Pauls, Chaos Space Marines, die Craftworld Killer, Chaos Space Marines. Das Spiel werden wir auf jeden Fall zeigen. Das ist klar, dass es ein Bracket ist. Es geht jetzt gerade noch darum, natürlich, wer hier weiterzieht an dem Streamtisch und wer der beste Verlierer aus Runde 1 ist, weil der bleibt nicht noch dabei und der spielt gegen Flojo im oberen Bracket. They're not going to try and shoot there. And then we move again. That's the intention. Das ist aber wichtig zu wissen. Also, dass du nur heroisch intervenieren kannst, wenn wirklich ein Charge stattfindet und so Sachen. Was ja das auf 3 Zoll Schocken noch besser macht.
Ja, ja. Also ich wollte nicht irgendwie Ja, alles cool. salty sein oder so. aber Alles cool. Mir hat's mir kurz abgeholt. Ich wollte nur wissen, ob es geht oder nicht. Das sollte, ja. We are two veteran players, and this is not the first time we played versus each other. So, good information, clear information. All good. Don't get 3 confused. plus W, 3 Mortal Wounds. Scheiße. Ja, ja. Das minus 1 Damage. Ne, du musst es würfeln. Wenn du eine 1 würfelst. Hier wurde scheinbar schon beim Invitation auf Arne gewettet. As winner of the Invitational, Als Gewinner des Invitations, ja, finde ich auch German Championship runner-up, yes. ist nicht schlecht. Ich würde mal erzählen, was war denn der Wetteinsatz bei dir? Rumkugel. Ja. Aber deswegen steht da eine und da eine. Das heißt, wenn du irgendwo in die Richtung movest, Ja. ist. Ich muss halt wegen Engage darüber. Ich möchte nicht wissen, was ich als falsch gespielt habe. Ja, alles cool. Also bitte. Alles cool. Vor allem 4 Leben ist halt. Ja, es ändert halt jetzt ein paar Dinge, aber. Ah ja, die Exalted Sorcerer. Kommt da einer zurück? Ja. 3. Kommt da einer zurück? Ja. Möchtest du noch Battle shocken, lieber Niklas? Ja, Sekunde, mache ich gleich. Hopp. Ja, jetzt. Ah, damn. Are you checking the Saboteur? It's not excluding Fly. Okay. Double Move. Ich würde sagen, es war. Unlucky. Magnus is still alive, honey. Just down to 4 wounds. Was hätte ihn gewürfelt? Okay, 7 Mortal Wounds. Ah, Aber nur once per game. reicht, würde ich sagen. Das macht das Bitte? interessant. Er ist zum Saboteur hingelaufen. Zum Saboteur ist er hingelaufen. Liebe Leute, also der mein Saboteur ist ein nettes Charaktermodell, das ist der, der so Bomben legen kann. Ja. Und der hat eine Regel, die sagt, wenn du in 12 Zoll eine Bewegung zu ihm beendest, Achtung, man darf sie anfangen, man kann also rausrennen. Wenn du beendest, kriegst du 3 plus 3 Mortals. Goodbye, Magnus. 3 plus 3 sind das 4? Mindestens, ja. Mindestens 4, he's just dead. Das ist dead. Just dead. Okay, so Magnus killed by the Gene Stealer Cult Saboteur. This is a big setback. This is a big setback. Ist so strong, ist so nice. All these mortals, all these coming back, good, solid shooting. Man, Gene Stealer Cult is looking really, really good here in our first game. And Thousand Suns shooting is really strong, but oh my goodness. Great tools. I like just like this picture. Magnus drawing near and about to strike with all his magic, and his hoof is going on the mine. Well, yeah, and he doesn't have Phenoplane, he has nothing, so every mortal. Why did the Imperator give him not immune vulnerability versus mines? I don't know. Maybe he has something against psychic powers or something. But he doesn't have Phenoplane against mortals. He's just dead. Sorry, guys. Magnus was not right to step where he Yeah. stepped. Magnus did something wrong. He moved. He moved. Back to the players. Und dann kannst du halt so nach vorleinen. Brauche ich Line of Sight für Double Move? No, it doesn't seem like it. Dann bewege ich die doppelt Alles gut. und dann muss ich die da hinten nochmal doppelt bewegen. Das geht, denke ich. Aber ich bekomme da zu wenig in Line of Sight. That's sucky. I will prepare the Neophytes. Ja, bring it down für 2 Punkte. Double Move, die Jungs, die stehen da drauf.
Ah, die habe ich vergessen. Die kommen auch. Wer noch double wieder. moved? Ah, yeah. Die bleiben so. Okay. Seems good. Okay, dann End of movement phase? End of movement. Also ja, der Double Move passiert ja eigentlich schon in der Shooting Phase, ja. Okay. One model, To deploy him within 2 of 2. him and him. Okay, it's fine, carry on. Okay. But when you get above 7s, you have to deploy them in coherency, so you have to have more diamonds, yeah. So this guy has to be a range of 2. Thank you, sir. So you deploy, you need another one here, basically. Something like this. That's right. And then you can move out. And you must be within 2 and 2 equal, so more diamonds. So 2, That's right. 1, And then 2 to the side. and then 2 seismics. Thank you. Wie weit schießen die? 24. Wie viel Schuss? 1, 2 sind 10 Schuss potenziell plus Psychic Stuff. Ja. So, put seismic hands there. Müssten wir schon nicht alle töten. And here we see what we talked about earlier. This unit is coming back, and you see this wonderful. Well, it's not a clear conga line, but it's a line that goes here. Here he starts, and he goes up, 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 up. Yep. And he can go on and go on and go on as long as he stays outside of 9. Correct. It's just very strong. Yes, really strong. Fünf, 6, 7. Es ist halt dumm, dass das noch funktioniert. Gell? Oh, ich glaube, es kann auf jeden Fall gewonnen werden von 1000 Suns. Anfangen ist, glaube ich, recht gut. Okay. Ja. Coherency and stuff. Ah, das hat. My bad. Yeah, that was good. Ja. Yeah, fair enough. Okay. Doombolt as well into the middle. 3. It's 3 plus 3, so 6. 6 dead? Ja. 6 Mortal Wounds. Die haben ein Ja, Leben. Justin. Oder? Das war der Doombolt von ihm. Okay. Dann He can not run away. So. die Jungs da rein. Plus halbe Bewegung auch da rein. Wer? D6. Die? Nur die. Okay, ja. Das heißt, welcher Sorcerer hat jetzt Doombolt gemacht? Das ist ein Richard. Das war der Sorcerer. Danke. Passt. Yeah, it's 18-inch flamer. D6. 4. 3 rolls. 4 AP2. Bitte? Und 2 Warp Smites. Und damit verabschiedet sich die Einheit mit dem Demo-Charge. Anna plays a blip for the unit. 2 Wounds. Epic. Schaden. Ist das ein Charakter? The character, ja. 2 Mortals noch auf dem Charakter. Okay. 1. 1. Okay. Er hat 3 Leben. Es haben Gene Circle Charaktere, haben jetzt alle nur mit 3 Leben. Dann mache ich hier Warp Smite und einen Bolter da rein und der Rest in. Du kannst sie wiederbeleben, gell? Ja. Alles da rein. Tot. Und dann hier. Da werde ich alles da rein committen. Ja, gut. Wenn du mir das dann erlaubst, wenn die ganze Mail die 5 And finally, the Aberrants are also dead. Aberrants will come back on a 4-up Das würfel mal. on the die.
And the other ends come back. And did you know that you can buy these wonderful dice if you're a coaching client of Breaking Heads? The black ones. The black ones only for coaching. The wrote- white ones, he the wrote- white ones, the losing ones, you can always. Everett, if we come back, he wrote a 6 with a Oh no. Für 5. Assassinate für 5. Und Engage mache ich nicht, aber Engage discard ich. Hätte ich letzte Runde schon discarden sollen, aber Okay. ja. Dann machst du eine 10. Dann bin ich dran. Ich mache eine 10er. Ich muss nichts Battle schocken. Das ein. Assassinate für 5. Der Nick hat Assassinate für 5. Wir waren in der dritten Runde. Area Denial. Behind. In Runde. Wir sind jetzt erst. Na, bin ich dumm? Nee, ich habe nichts gemacht, weil ich Area Denial das und Overwhelming Force. Das heißt, ich muss die Unit töten, dann bekomme ich Overwhelming Force und Area Denial. Ja. Ich werde nicht den Mittelmarker touchen, weil sonst machst du nur irgendein. Ziehst halt vielleicht irgendein Secondary. Ja. 6. Dann scorest halt Area Denial auch nicht, aber. Ja, aber ich muss ja Holy Within 6 sein und das schaffe ich nicht. Okay. Ja, passt. Er geht halt innerhalb von 6 für die Mortals, aber ich möchte nicht am Objective sein. Ja, meine Zeit 12 Minuten. Vom Prinzip her, es schießt jetzt einfach die ganze Armee in die Mitte. Danke. Okay. Und ja, die fahren Bring It Down hast du ja schon, oder? Ja. Dürfen die jetzt da drüber fahren oder nicht? Ich glaube schon, gell? Ja. Ja, weil das ja. So, die fahren drüber. Dass halt nicht irgendwelche Ja, ja. Cheat Kills passieren. Ja. Okay. Dann mach noch dein Scoring. Dann schaffe ich Area Denial das Kleine, weil du nicht in der Mitte bist, oder? Für 3 Punkte. Und ihr habt was in der Mitte getötet für 3 Punkte. Sind 3 Area und Overwhelming. Okay. Dann ziehe ich Du kriegst eine 10er Runde. Storm Hostile and Tempting Target. So. Eben. Blödsinn gemacht. Das bin ja ich. Area 3. Overwhelming. 3. Okay. Was musst du machen? Your opponent did not any objective at this time. You control 1. Guys, we're now in turn 4 from the Thousand Suns. So super fast turn from Yeah. the teams that are cool. Super quick. Just goes in the middle. We talk about, you're going to kill me with the mortals. Then turn on. Yeah, and now it's And he's got his secondary with it, so solid play. His primary is looking really second. He's got now 15, 10, and 10. So this looks like he will get with 45 at least. it looks like a close game, right? I mean, the GC really they pushed forward, they made more secondary points, more primary in the beginning, but the game seems to stabilize. I think that's the right term, right? Yes. But I think everything that can go into the center from the rubrics would just be killed. Yeah, so it's just So, gonna we just stabilize played- and like start to be non-interactive, and then the GC is gonna have a minor victory, Yeah. Yeah. which is It will be victory for the GSC at this point. I yeah, believe. I think so too. Yeah, interesting. And the Neophytes are going back into reserve again. Yeah, just spin the CP. Just spin the CP, put them back in the reserve. They can also come in next turn, they can deep strike, I think they can deep strike, right? They can properly deep strike with that. I have no idea. If you guys know that, I don't think Cover? Neophytes have deep strike as ability. So they should all the go back GC that both have deep strike. when they can deep strike. As per designer's commentary. Paul, yes, we will have CSM next on stream versus Kraftwerk. With Paul from Romania, or Ace of Romania, who just won already versus Kraftwerk, and we will see if we can continue this run. So, and thank you. Back to our players. Achso, ja. Ist das irgendwo Reichweite?
Na. Das neue Ah. Engage ist 3 Zoll, ne? 3 away. Ja, ich habe da ist ja Marker. Das ist ja eins, nicht. Schaffe ich. Easy. Ich kann mich da Ja, rausstellen. ja, easy. Okay. Favorite moment of the game, Magnus stirbt gegen den Saboteur. Ich meine, du kannst mir natürlich flamen dann, das wäre nicht hinein, aber also falls du irgendein Killy Secondary bekommst, gern. Das Einzige werden wir machen, die Biker werden ein bisschen zurückfahren und keine Ahnung, ihr Advances 12 plus 13 ist der CP. Ist die So, der Frage, steht drauf, da steht drauf. Achso, ich hätte am Also wir Ende deiner vertrauen auf deine Bewegung, Verbrechenfähigkeit. ich hätte wahrscheinlich Runde 1 schon dahin teleportieren und sollen. am Ende der Bewegungsphase hätte die Aberrants bringen können, dürfen, habe ich nicht. Ja, ist okay. Passt, dann haben wir ein kleines Engage für, wenn wir Tactical spielen, 3 Punkte. Du schreibst da 10er Runde, passt. Passt. Dann ziehe ich eine Karte. Cleanse. Muss ich eine Action auf einem Marker machen, nicht in meiner Deployment Zone. Ja. Das schaffe ich. Kannst du es auf 2 machen? Marker flippen Ja, schaffe du ich kannst nicht. es, glaube ich, auf 2 Markern machen. Kommst du irgendwie zu dem Marker? Nee. Na, okay. Aber was ich auf jeden Fall machen, nee, kann ich auch nicht machen. Oh, ist okay. Da fehlt noch einer. Kannst mir die gerne schießen. Aber wenn die glänzen, dann dürfen die nicht schießen. Thank you, Super Gonza, for helping Kaius with basic math. Ziehen die alle zurück. Die gehen zurück. So. Passt. Dann? Ich weiß nicht, ob ich die bringen hätte müssen. Wenn ich es bringen muss, dann stelle ich es daher. Passt. Dann werfe ich das ab für ein CP Hier. und Cleanse ist geschafft für 2. 3. 3, weil taktisch, ja. I'm not sure if I put them up, I have to bring them in the next turn. Okay, so. Doesn't say you don't have to. Ja, ich mach's für dich. Du kannst scoren, ich mach's für dich. Dann zieh noch ein Kärtchen. Ja. Dankeschön. Bekommt vor ein CP, müsst vorher Battle shocken. Ich muss nichts Battle shocken. In your shooting phase, you can select one of my units from under the battle. Okay, at the end of your turn, each corner of the battlefield that has one or more of the selected union. Okay, kann er, dann würde ich halt. Okay. Dann die Saboteurin hat ja Assault-Waffen. Die kann dann zurückadvancen und dort Investigate Signals machen. Und ja, dann macht halt so einer. Passt. Okay. For each corner. Sind 4 Punkte. Dann bin ich fertig. Ja. Okay, dann ziehe ich 2. Behind Enemy Lines und Area Denial. Ja, wenn es Holy Within 6, Double Move, Ja, das geht. passt 5 Punkte. Ja, das machen wir. Ich kann ja Triple Move machen, oder? Wie viele Kabalpunkte habe ich noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genug auf jeden Fall. Dann schieße ich die in die Mitte. Passt 5 Punkte für Area Denial. 18 Zoll. Geht auf jeden Fall. Passt. Within 6. Das Ah. Advancen, oder? Turns go Only really quickly within now. 6. Da darf ich sogar vom Marker unten bleiben. Ich habe keine Runde mehr. Also Und du hast also- Bottom Scoring. Oh. Ich würde oben bleiben. Ja, passt. Das Behind Enemy 15. Lines kriege ich nicht mehr. Okay. Dann, danke fürs Spiel. And with this, game is over. Jindakud wins versus Thousand Suns. Strong start. Really good damage. We have seen the ability of Jindakud to just deal a lot of mortal wounds. Good mobility.
solid shooting, strong melee if we want to with the variants. Yeah, good showing from Blitzer Cult. It looks like a really strong faction versus the good shooting of Thousand Suns. Yeah, as well. And all the bikes gone. If Magnus shoots them, it's not unlikely. And then suddenly, yeah, Everything is different. yeah, yeah. 10, Unlucky. 18. Is what it is. Was war jetzt mein Secondary? Was ist 18? Hier. Achso, ja. Ich habe auch nur 23. Das kann schon Ja, das sind 10 Punkte Differenz. Bei 5 bei den Secondaries und 5 bei den Primär. Da müssten es 10 Punkte Differenz sein, dann ist ja 11, 9. Na, wie wir diese Dreier-Matrix haben wir jetzt, das ist ja geändert worden. Okay. 11-9. Yeah, Ja, if old scoring is 40. still. yeah. 50, 68. If there's an old scoring in place. This is correct. Perfect. Yeah, Close, boy. yeah, it's close. So, sweet. Nice guy from multiplayers. In the event, we just heard it. Fred is taking the event in. 11 to 9. And I believe primary is 40 to 45. And secondary is 18 to 23. Not a lot of secondary points on both sides. But Consider could push the Thousand Suns into their own corner and run away with the game. Definitely, yes. Turn 1 was very important, I think. Really, that gave the option to push so hard, and the Southern somehow didn't recover from that. They didn't have the movement to get out. They never attacked anything in the zone from that gear circle. He just always sent new units of Gene Circles in. He had to kill them to keep his own home base. Yeah. He always had something to kill, but he never killed on the right places. And the turn he sent Magnus in, Magnus gone demo charged, and then stepped on a mine. Yeah, I mean, to be honest, I feel like this game was won through board control and the push from the beginning, but in the end, I feel it's won through secondaries. Yes. Because look at the primary, it's really close. Yeah. There's only 5-point bonus. I think this is something we're seeing. If you're able to hold a Mies kind of at least in Search and Destroy, if you're able to hold your two markers, you end up at 40 primary. And this is usually enough to go even with the opponent. Yeah, and I also think it's yes, the edition is very killy. Yes. At least the beginning of the edition is very killy. The terrain allows you to hide, and for example, this mission you have two objectives. You can. Well, this terrain would allow you to hide if the players would not decide that they don't use the bases of the runes. But Yeah, yes, even with they even handicap themselves both. So I think it's interesting. Like you need to have units to score. You need to be able to get into the corners and so on. I've seen it myself in my game where I was like, oh, I have quick units around the board, and then I score, pull up the card risk, go into corners and make actions. And I'm like, okay, I move here, and then I'm only in 10 inches of the corner, not 9 inches, right? Like you have to get into. You have to get to know the deck. And maybe start playing more into that. And so if the edition loses a bit of killiness, I think this will be even more important. Yes, exactly. Because at the moment, it's easy to get tabled, and at the moment, we're playing 10th edition. If you get tabled, guys, you just lost the game. It doesn't matter. We don't continue. It's just rules at the moment. We don't have our 9th edition rules anymore, but oh no, I scored so many points and so many points. Wait, really? Yes. It's in the... What do you mean? In the rules packs? That's Determined victor, yes. in the Leviathan? Yes. If you get tabled, you lose the game. No. Yes. That's bullshit. No. Guys, we're gonna grab something to eat. When are we back? What's our plan? According to the plan, we will be back at 3:30. No way. This is in 5 minutes. 3:30. 1:30. Let's check where we have the rules. Let's see. Let's say 13:45. I need to get a cable so we have a proper top. Oh yeah. Okay. So we might be a little bit later. Just in the hope of giving you guys a better picture, so you don't think that these are some random
really bad painted models because Yeah. looking from here, it's like it's a really shame because these are two wonderful painted armies. Exactly. And Here was the schedule. I have this is schedule our good side. Maybe here you can see a little bit Magno standing on the right, just behind the pole, and see it's a really Yeah, cool yeah, alternative model. So I would say we go live at 2. Ja. Okay, we So go guys, live at 2, which is in 1 hour from now. Nochmal auf Deutsch für alle. Danke fürs Zuschauen. Das war Vielen jetzt Dank. auf Deutsch gespielt, auf Englisch und Deutsch kommentiert. Wir werden das auch weiter so machen. Gutes Stellt Fragen auf Deutsch, wir antworten euch auf Deutsch. Stellt Fragen auf Englisch, wir antworten euch auf Englisch. Wir Jawohl. sind um 2 Uhr nachmittags wieder da mit unserem zweiten Spiel. Das wird mega cool. Chaos Space Marines, die gerade Elder geschlagen haben, Oh, yes. werden nochmal Elder vor die Flinte kriegen. Guys, we will have another streak in the game. Chaos Space Marines, who just beat Elder against another Elder in turn 2 of the Crown of Europe Invitational. It's going to be amazing, and we are looking forward to have you there. Tune in again. It's going to be another stream link. Oh. Make sure to so stay on the YouTube channel from Breaking Head. If you haven't done so, subscribe, give us a like button, and then you will be notified. See you there. Thank you. Bye.